the time, and here is... Yes. Well, grüezi miteinander. Willkommen zu dieser neuen Klassen. Ja? Willkommen zu diesen neuen Kursen. It's wonderful to see you. And this new series of classes will be on living your psychic life. Schön, euch alle zu sehen. Diese neue Reihe, da geht es um das Seelenleben, Leben. And to be able to live that every day. And I'll be teaching you many psychic tools and spiritual practices that you can apply in your daily life. Es geht darum, das im Alltag zu leben, und ihr werdet viele Übungen und Werkzeuge bekommen, die euch dabei helfen werden. Of course, your psychic life means your soul life, so you need to be able to be aware psychically and use more of your psychic abilities. Das Leben auf der übersinnlichen Ebene, das ist das Seelenleben, und dazu brauchen wir unsere übersinnlichen Fähigkeiten, damit wir mehr davon leben können. And when you get to where basically all of you are in your spiritual development and psychic sensitivities, you need to become more aware of your psychic life. Wenn man so weit gekommen ist, wie die meisten von euch jetzt sind auf dem spirituellen Weg, dann muss man sich dieser übersinnlichen, feinstofflichen Fähigkeiten stärker bewusst werden. And you need to be aware how it affects you every day and how to manage your psychic awareness and abilities. Man muss sich darüber klar werden, wie uns das beeinflusst von Tag zu Tag und wie man diese Fähigkeiten bewusst einsetzen kann. In fact, a lot of what you might have encountered as difficulties in your daily life may often be due to not being aware of how much of it is psychic. Es kann sehr gut sein, dass vieles von dem, was ihr als Schwierigkeiten erlebt habt in eurem Alltag, darauf zurückzuführen ist, dass euch gar nicht klar ist, dass das einen feinstofflichen Ursprung hat. So, this first class we'll get it started with taking care of your psychic energy, awareness and abilities overall. An diesem ersten Abend geht es darum, dass wir lernen, diese feinstofflichen Fähigkeiten einzusetzen, mit ihnen umzugehen und sie kennenzulernen. And specifically about learning how to use your chakras. Und da geht es ganz spezifisch darum, wie wir unsere Chakren einsetzen können. Well, learning about chakras is a lifelong process. Wir hören unser ganzes Leben nicht auf, mehr über die Chakren zu lernen. It's a little bit like learning anatomy and physiology and psychology. Es ist so, als würden wir Anatomie, Physiologie und Psychologie lernen. So even learning the very fundamentals will help you in living a more fulfilling and healthy life. Schon wenn man nur die Grundlagen kennt, wird einem das helfen dabei, ein erfüllenderes, schöneres Leben zu haben. And if you learn even more about chakras, then you begin to be able to live the miracle of your true soul life. Und wenn man dann noch mehr lernt über die Chakren, dann wird man befähigt, das wahre Seelenleben zu leben. Of course, most of you probably know, chakra is a Sanskrit word that literally means wheel. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass Chakra ein Sanskrit-Wort ist, das Kreis oder Rad bedeutet. And since Barbara is a Sanskrit scholar, we can have her interpret it in Sanskrit. Er fordert mich auf Sanskrit zu übersetzen, weil ich mal 3 Lektionen hatte. She's the only one I know who can read Sanskrit. Sie ist die einzige, die ich kenne, die Sanskrit lesen kann. So anyway, the early Vedic seers saw clairvoyantly. Die alten vedischen Seher, die sahen mit dem dritten Auge. And when they looked at chakras, it looked like spinning wheels or discs of energy.
Und wenn Sie die Chakren betrachteten, dann sah das aus wie wirbelnde Räder oder Energiescheiben. So I'm sure that's why they named them chakras. Bestimmt ist das der Grund dafür, dass sie Chakren nannten. They're basically 7 major ones along Es the gibt, spine. es gibt im Prinzip 7 Hauptchakren entlang der Wirbelsäule. And they start from just above the tip of your sacrum all the way to the top of your head. Das unterste ist knapp über am Ende des Steißbeins und das oberste oben am Kopf. And chakras are basically energy, awareness, data, and abilities centers. Chakren sind Zentren von Energie, Fähigkeiten, Bewusstsein und Informationen. So each one's like a energy and data processing hub. Jedes ist wie ein Hub, so ein Zentrum, das mit Energie und Informationen umgeht und die verarbeitet. It's also like a power transformer. Es ist wie ein Energietransformator. And it's got a part that's very much like a computer. Und es ist auch ein Teil dabei, der wie ein Computer funktioniert. Energies can go into the chakras as well as expressed out of them. Energien können in Chakren hineingehen oder durch die Chakren ausgedrückt werden. And there's thousands of tiny channels of energies that crisscross and make up the structure. Es gibt Tausende von feinen Energiekanälen, die durcheinander laufen und diese Struktur bilden. And energy is flowing through them all the time. Und ständig läuft Energie über diese Kanäle. And as they flow through all the structures and start to spin around, Wenn die Energie durch diese ganze Struktur hindurchfließt und sich zu drehen beginnt, it works a little bit like electricity flowing around a magnetic core. das ist das ähnlich wie wenn Energie entlang einem Magnetkern fließt, einer And Magnetspule. And when you have that, you have an electromagnetic field around it. Bei einem Magneten entsteht so ein elektromagnetisches Feld um den Magneten herum. So what you have as your aura around your body is an electromagnetic field. Die Aura um unseren Körper herum ist ein elektromagnetisches Feld. So we're going to start looking at your chakras and what each one is about. So werden wir unsere Chakren betrachten und im Detail behandeln, worum es geht bei jedem einzelnen Hauptchakra. But just to give you an idea of how sophisticated, how much information and energy it handles, Ich möchte euch eine Idee geben darüber, wie raffiniert das funktioniert und wie viele verschiedene Energien da verarbeitet werden. each of the 7 major chakras are made up of 12 levels of energy information. In jedem der 12 Hauptchakren gibt es 12 Ebenen von Energie und Informationen. And each of those 12 levels are made up of 12 sublevels. Und jede dieser 12 Ebenen besteht wiederum aus 12 Unterebenen. So there's 144 different levels of energy, awareness, information, and functionality in each chakra. Jedes Chakra enthält also 12 Ebenen von Energie, Information, Bewusstsein und also Möglichkeiten, wie es eingesetzt werden kann. So between the 7 major chakras, that's 1,008 different levels of energy, information, and abilities that are processed. Die 7 Chakren zusammen haben also 1008 Ebenen von Energien, Informationen und Bewusstsein, die da verarbeitet werden. Und Fähigkeiten. And this is going on every moment of your day. Und das passiert unablässig, jeden Moment, den ganzen Tag. Even while you sleep. Auch während ihr schlaft. So, it's a lot. Das ist viel. So we won't be able to cover it in 3 hours.
So können wir das nicht alles in 3 Stunden besprechen. But we'll get started in you being able to use it and start to experience what each one is like. Aber wir werden erste Schritte darin tun, dass ihr das spüren könnt, wie das sich anfühlt, wenn man jedes Chakra gebraucht. And all of that, what I just said, isn't that important at this point anyway. Das, was ich gerade alles gesagt habe, ist zu diesem Zeitpunkt nicht von entscheidender Bedeutung. Because unlike academic and intellectual learning, spiritual learning and psychic development is based on your experience. Beim spirituellen und feinstofflichen Lernen geht es um die eigene Erfahrung, nicht einfach nur um den Verstand wie in der Schule. It's not based on all memorizing information. Man muss da nichts auswendig lernen. That's why I like it. Deswegen mag ich das auch so sehr. So we'll get to work on this, you experiencing it. Wir werden jetzt so arbeiten, dass ihr das erleben könnt. And all these classes will be pretty much hands-on training and practice. An diesen Abenden geht es um ganz konkrete Ausbildung und Übung. But be very aware, don't get hung up on trying really hard to do better or be perfect. Und bleibt bloß nicht daran hängen, dass ihr versucht, euch sehr anstrengt, es gut zu machen oder perfekt zu sein. Yes, you don't have to be like a Swiss watch. Ihr braucht nicht wie eine Schweizer Uhr zu sein. Because if you try to, the harder you try, the slower it's going to be for you. Je mehr ihr euch anstrengt, desto langsamer wird es gehen. And all learning on this level is very much like learning to ride a bicycle as a child. Auf dieser Ebene ist das Lernen vergleichbar mit dem Lernen, wenn ein Kind Fahrrad fahren lernt. You didn't have to read a book or learn the theory of bicycles. Man muss da keine Bücher lesen oder die Theorie der Fahrräder studieren. You just started learning to ride it by doing it. Man hat angefangen, indem man sich draufgesetzt hat und es ausprobiert hat. And unless you used a set of training wheels, most likely you crashed and fell a few times. Und wenn man keine Hilfsräder benutzt, dann ist man wahrscheinlich ein paar Mal gestürzt am Anfang. But if you crashed and fell off of the bicycle, what do? Und was macht man, wenn man vom Rad fällt? You brush yourself off and get back on the bicycle and try again. Man klopft den Staub ab und steigt wieder auf und versucht es noch einmal. And eventually, you start riding it. Und irgendwann fährt man dann. But even after you start riding a bicycle, that doesn't mean you're ready to race in the Tour de France. Aber wenn man Fahrrad fahren kann, heißt das noch lange nicht, dass man die Tour de France bestreiten kann. That type of riding a bicycle will take you years and years of intensive training. Diese Art Radfahren braucht Jahre um Jahre intensiven Trainings. And that's the same thing as when you do anything, learn anything psychic. Und bei dem, was man feinstofflich lernt, ist es genauso. Very quickly, you'll learn to be able to do those things. Ihr werdet ganz schnell lernen, diese Dinge zu tun. But it's going to be different if you'd like to go, to the Olympics of psychic abilities. Aber wenn man natürlich die Olympiade feinstofflicher Fähigkeiten bestreiten möchte, dann ist das etwas anderes. And that's the same thing with everything else. Und das ist ja überall so. Yeah. When I get into the swimming pool, each time I practice a little bit more of different strokes. Wenn ich ins Schwimmbad gehe, dann übe ich immer verschiedene Schwimmstile. But I know I'm not going to ever be in the Olympics. Aber ich weiß, dass ich nie an der Olympiade teilnehmen werde. In fact, I know that I'm not even going to the high school swimming tournament. Ich weiß, dass ich nicht mal am Hochschulschwimmturnier teilnehmen werde. I'm not interested in that. Das interessiert mich auch gar nicht. But I do love swimming.
Und trotzdem schwimme ich gern. And I like to be able to swim as easily and as well as I can for my enjoyment. Und ich schwimme gerne so leicht und gut wie ich kann, einfach damit ich es genießen kann. Because the better I learn to swim, the more I enjoy it. Je besser ich schwimmen kann, desto mehr Freude macht es mir. So working with your chakras and everything else on a psychic level is very similar to that. Wenn man mit Chakren oder anderen feinstofflichen Fähigkeiten arbeitet, dann ist es ganz ähnlich. The more you enjoy doing it, no matter how you do it, the faster it goes. Je mehr Freude man daran hat, es zu tun, egal wie man es tut, desto schneller geht es. And as you enjoy it, you're going to improve. And as you improve, you're going to enjoy it even more. Wenn du Freude daran hast, dann wirst du dich verbessern. Und je mehr du dich verbesserst, desto mehr Freude wirst du haben daran. So we'll get started right away. And I like you to put your both feet flat on the floor and preferably sit in a chair. Wir fangen jetzt gleich an und stell bitte beide Füße flach auf die Erde. Es ist am besten, wenn ihr auf einem Stuhl sitzt. Yeah, because you can put your feet on the floor, and that's important to be able to run your earth energy. Weil ihr dann die Füße flach auf die Erde stellen könnt. Und das ist wichtig, wenn man die Erdenergie fließen lassen möchte. And then just close your eyes. Schließe die Augen. Give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. And I have you close your eyes so that you could rest your physical eyes. Ich fordere euch auf, die Augen zu schließen, damit die körperlichen Augen zur Ruhe kommen können. Because during these meditations and practices, you're not needing to use your physical eyes. Während dieser Übungen und Meditationen braucht ihr die Augen des Körpers nicht. But because everyone's so used to using their physical eyes to look with, there's a habit to try to see with your physical eyes. Aber weil wir alle so daran gewöhnt sind, mit den Augen des Körpers zu schauen, ist es schwer, davon wegzukommen. So just be very aware that you're resting your physical eyes, you're not using it for seeing right now. Sei dir klar bewusst, dass deine körperlichen Augen jetzt ruhen und du sie nicht brauchst zum Sehen. Because with your physical eyes, you're still looking and seeing. Mit den körperlichen Augen schaust und siehst du ja weiterhin. So with your eyes closed, what your physical eyes are seeing are the backs of your eyelids. Und wenn die Augen zu sind, dann sehen die Augen die Rückseite der Augenlider. So that your physical eyeballs never stop seeing. So dass der Augapfel nie aufhört zu sehen. And the part of your physical eyes that's still seeing the back of your eyelids sees something dark. Der Teil der körperlichen Augen, der die Rückseite der Lider sieht, der sieht dunkel. And that's why the darker the room you're in, the darker what you see is with your physical eyes. Deswegen wird es auch dunkler für die körperlichen Augen, wenn der äußere Raum dunkler wird. But you might notice that if the room you're in is really bright, then a little bit of that light is coming through your physical eyes and you still see that. Wenn der Raum aber hell erleuchtet ist, dann kommt etwas von diesem Licht, dringt durch die Augenlider und das kann man dann sehen. But as you consciously decide you don't need to use your physical eyes and tell your physical eyes, just rest. Entscheide dich jetzt bewusst dafür, dass du die Augen des Körpers jetzt nicht benutzen möchtest und fordere deine Augen auf, zur Ruhe zu kommen. Then your awareness will start to shift, your energy will start to shift to your third eye. Dann wird sich dein Bewusstsein und deine Energie verschieben zum dritten Auge. And with practice and over time, you'll start to see more and more with your third eye naturally instead of your physical eyes. Mit der Zeit und mit der Übung wirst du immer mehr mit dem dritten Auge sehen und nicht mehr nur mit den Augen des Körpers. But you will also always see a little bit of dark background from the physical eyes.
Aber du wirst trotzdem mit den physischen Augen immer ein bisschen von diesem dunklen Hintergrund sehen. Don't mistake that as you're not seeing. Schließe nicht daraus, dass du nichts siehst. It's just starting to be more aware of what you're seeing with your inner eye rather than the physical eyes. Es geht einfach darum, dass du dein Bewusstsein mehr auf das richtest, was du mit dem inneren Auge siehst und weniger auf das, was du mit den physischen Augen siehst. Then the dark part will start to go back more and more into the background. Dann wird das Dunkle immer mehr in den Hintergrund treten. Give yourselves another deep breath or two. Gib dir noch einen tiefen Atemzug oder auch zwei. Now imagine a giant tree trunk that you're sitting on. Und stell dir jetzt vor, auf einem riesigen Baumstrunk zu sitzen. And notice it's very comfortable. Und schau, wie bequem das ist, da drauf zu sitzen. Everything is imagination. Alles ist Vorstellungskraft. Every level of your spiritual creativity begins with imagination. Alle Ebenen geistiger Kreativität beginnen mit der Vorstellungskraft. And the great thing is imagination is completely free. Und das Großartige daran ist, dass die Vorstellungskraft absolut frei ist. There's no effort involved. Da ist keine Anstrengung damit verbunden. When you imagine anything, you don't have to try to imagine it. Wenn du dir etwas vorstellen möchtest, dann brauchst du dich nicht anzustrengen dafür. You just imagine it and it's there. Du stellst es dir vor und da ist es. Just like when you were a child. Genauso wie als du ein Kind warst. As a child, most children early on can imagine flying or Die teleporting. meisten kleinen Kinder können sich vorstellen, dass sie fliegen oder dass sie sich an einen anderen Ort transportieren. There's no problem with that. Das ist kein Problem. So just imagine sitting on that giant tree trunk that goes all the way down to the center of the earth. Stell dir vor, dass du auf diesem riesigen Baumstrunk sitzt, der sich bis in die Mitte der Erde erstreckt. And imagine what the center of the earth looks like. Und stell dir vor, wie die Mitte der Erde aussieht. Whatever it looks like to you, that's what's important. Es kommt darauf an, wie es für dich aussieht. And imagine the bottom of the tree trunk anchoring in to the very center of the earth. Und stell dir vor, wie der untere Teil dieses Baumstrunks verankert ist in der Mitte der Erde. And notice you don't have to put any effort into doing this. Nimm wahr, dass du überhaupt keine Anstrengung aufzuwenden brauchst dafür. Just like being a kid, it's, there's the tree trunk into the center of the earth. Wie ein Kind, da ist der Baumstrunk und da ist die Mitte der Erde. And notice everything starts in imagination. Nimm wahr, wie alles mit der Vorstellungskraft beginnt. And imagination just means making an image and seeing it. Vorstellungskraft bedeutet, ein Bild zu erstellen und das zu sehen, Seeing it in your mind. innerlich zu sehen. So whenever you have difficulties, you're imagining it's difficult. Jedes Mal, wenn du etwas schwierig findest, hast du dir vorgestellt, es sei schwierig. So whenever you're doing anything, you could imagine it being difficult or you could imagine it being simple. Wenn du etwas tust, kannst du dir vorstellen, es sei schwierig, oder du kannst dir vorstellen, es sei ganz einfach. If you ever have a difficulty with thinking that, oh, I can't imagine that, you're imagining that. Wenn du dir mal vorgestellt hast, dass du dir etwas nicht vorstellen kannst, dann ist das auch nur eingebildet. And just remind yourself, it's just as easy imagining you are doing something than it is imagining you're not able to do it. Denk daran, es ist genauso einfach, dir vorzustellen, dass du etwas tust, wie dir vorzustellen, dass du das nicht kannst. So working with your imagination, it's just imagining you're not just you can do it, but you are doing it. Du stellst dir nicht nur vor, dass du das tun kannst, sondern du stellst dir vor, dass du es tust. Then it starts to work.
dann beginnt es zu funktionieren. All right, give yourselves another deep breath. Gib dir noch einen tiefen Atemzug And notice the energy starting to change as you're grounded to the center of the earth. und nimm wahr, wie die Energie sich zu verändern beginnt, wenn du jetzt verankert bist in der Mitte der Erde. And every time you ground this way, you're grounding from your first chakra just above the tip of your tailbone. Jedes Mal, wenn du dich auf diese Weise erdest, erdest du dich vom ersten Chakra aus. Das ist knapp über dem Ende des Steißbeins. So just imagine that the tree trunk is connected to your first chakra. Stell dir vor, dass dieser Baumstrunk verbunden ist mit dem ersten Chakra. And as soon as you imagine it, you can see it connected to your first chakra. Notice the energy even starts to change even more. Und sobald du dir vorstellst, dass du diese Verbindung sehen kannst, wird sich die Energie noch weiter verändern. And just imagine that any energy that doesn't belong to you is just flowing right down the grounding cord to the center of the earth. Stell dir jetzt vor, dass alle Energien, die nicht deine sind, entlang der Erdung bis in die Mitte der Erde abfließen. Notice what happens. Nimm wahr, was passiert. The first chakra is the energy center for self-preservation. Das erste Chakra ist das Energiezentrum der Selbsterhaltung, or survival. des Überlebens. Okay, now would you imagine the earth energy flowing up through your feet chakras? Jetzt stell dir vor, wie die Erdenergie durch deine Fußchakren hochfließt. Your feet chakras are minor chakras at the bottoms of your feet. Deine Fußchakren sind kleinere Chakren an deinen Fußsohlen. It's just inside your feet, around the arches of your feet. Unter der Wölbung der Fußsohlen. So imagine the earth energy flowing in through your feet chakras, going through an energy channel in the middle of your legs all the way to your knee chakras in the knees. Stell dir vor, wie die Erdenergie durch deine Fußchakren einfließt und durch die Beinkanäle mitten in den Unterschenkeln in die Knie fließt. And as it passes through your knee chakras, it continues up the middle of your legs and the leg channels into your first chakra. Und weiter durch die Beinkanäle in der Mitte der Oberschenkel bis ins erste Chakra hinein. So now the earth energy is just, imagine it just flowing right on through, easily through your leg channels into your first chakra. Stell dir jetzt vor, wie die Erdenergie ganz leicht durch die Beinkanäle bis ins erste Chakra fließt. And just know that if there's excess earth energy that gets into your first chakra, it just naturally gets grounded right off. Und sei dir bewusst, dass wenn du zu viel Erdenergie aufgenommen haben solltest, dann wird sie der Erdung entlang abfließen. Now imagine the cosmic energy coming in from your crown chakra at the top of your head. Stell dir jetzt vor, wie die kosmische Energie über das Kronenchakra oben an deinem Kopf hereinfließt. The cosmic energy is much, much lighter than the earth energy. It's a light golden color and comes right into the crown chakra. Die kosmische Energie ist viel heller als die Erdenergie. Sie ist von hellgoldener Farbe und fließt jetzt über das Kronenchakra ein. And as it comes into the crown chakra, some of it goes down 4 channels in the back of the crown chakra all the way down to the first chakra. Ein Teil von dieser kosmischen Energie fließt jetzt durch 4 Kanäle beiden Seiten der Wirbelsäule entlang nach unten bis ins erste Chakra. And imagine the cosmic energy flowing easily down those 4 channels along the spine all the way to the first chakra. Stell dir vor, wie diese Energie ganz leicht durch diese 4 Kanäle bis ins erste Chakra hineinfließt. It's continuously flowing. Sie fließt unablässig. And as the cosmic energy goes into the first chakra and meets with the earth energy, they mix. Im ersten Chakra treffen die kosmische Energie und die Erdenergie aufeinander und vermischen sich. And the mixture of about 85% cosmic and 15% earth energy flows up the 2 channels all the way back up to the crown chakra in front of the spine.
Eine Mischung aus etwa 85% kosmischer Energie und 15% Erdenergie fließt jetzt durch die 2 Kanäle an der vorderen Seite der Wirbelsäule entlang nach oben bis ins Kronenchakra. And the energy flowing up flows out of the crown chakra like a beautiful golden fountain of energy. Die Energie, die hochströmt, fließt durch das Kronenchakra hinaus wie ein wunderschöner goldener Springbrunnen. And just imagine that golden fountain of energy continuously flowing easily, effortlessly. Stell dir vor, wie dieser wunderschöne goldene Springbrunnen ganz leicht und anstrengungslos und unablässig weiterströmt. Also, as the energy is flowing up those 2 channels, the front channels, they branch out across around the shoulders, down to the arms, middle of your arms, and then the energy flows out of the hand chakras in the palms of your hands. 2 Seitenströme trennen sich ab auf Höhe der Schultern und fließen durch die Arme, Ellbogen, Unterarme, Handgelenke in die Hände und verlassen den Körper über die Handchakren. All right, very good. Now, as the mixture of cosmic earth energies flowing up the front 2 channels, the energy is being fed into each of the 7 major chakras. Während die Mischung der beiden Energien nach oben fließt, nährt sie jedes der 7 Hauptchakren. So from the first chakra, that's just above the tip of your tailbone, the second chakra is just below your navel area inside your body. Vom ersten Chakra knapp über der Spitze, dem Ende des Steißbeins, fließt die Energie ins zweite Chakra knapp unter dem Nabel. And the 2 channels connect into each of the 7 major chakras on the sides. If the chakra was a clock, it's at the 3 o'clock and the 9 o'clock point of the clock. Die beiden vorderen Kanäle berühren jedes Chakra, so dass, wenn das Chakra eine Uhr wäre, würden die Kanäle beim 9 Uhr und 3 Uhr Punkt das Chakra berühren. And it flows in and flows out there, goes up to the next chakra. Fließt ein und wieder aus und geht weiter zum nächsten Chakra. And that way it flows in through all the chakras and then it still comes out at the top from the crown chakra like a beautiful golden fountain. So fließt die Energie durch alle Chakren und fließt aus dem Kronenchakra heraus wie ein wunderschöner goldener Springbrunnen. Now remember, everything you do on a psychic energy level, just enough is the best. Denkt immer daran, wenn man auf der feinstofflichen Ebene etwas tut, dann ist es am besten, wenn man gerade genug tut. So when you're running the earth energy, just imagine just enough earth energy flows into your feet chakras. Es fließt gerade genug Erdenergie in die Fußchakren. And when you're running the cosmic energy, just enough cosmic energy comes into your crown chakra. Und es fließt gerade genug kosmische Energie ins Kronenchakra. There's never any competition in psychic work. Es gibt nie einen Wettstreit in der feinstofflichen Arbeit. You don't have to be better or more or anything like that. Man muss nie besser sein oder mehr sein oder so etwas. And just enough will change over time. Was gerade genug ist, wird sich ändern im Laufe der Zeit. And just for a moment, just notice the energy running and be aware in the center of your head. Nimm einen Moment lang diesen Energiefluss wahr und sei mit deinem Bewusstsein mitten in deinem Kopf. And as you imagine just being aware in the center of your head, notice what happens. Wenn du dir vorstellst, mit deinem Bewusstsein mitten in deinem Kopf zu sein, dann nimm wahr, was dadurch passiert. The center of your head is completely neutral. Die Mitte des Kopfes ist komplett neutral. Everywhere else, things are happening all the time. An allen anderen Orten passiert ständig irgendetwas. But in the center of your head, nothing's happening. Aber mitten im Kopf passiert nichts. So you just be aware and nothing's happening. Sei mit deinem Bewusstsein da, wo nichts passiert.
everywhere else in your body, in your space, energy's moving and changing. Überall sonst in deinem Körper und in deinem Raum bewegt und verändert sich die Energie. And so just say hello to yourself as the spirit light that you are in the center of your head. Begrüße dich selbst als das Seelenlicht, das du bist, mitten in deinem Kopf. And remember, being in the center of your head requires absolutely no effort. Und denk daran, mitten in deinem Kopf zu sein, erfordert überhaupt keine Anstrengung. As simple as imagining you're there. Es reicht, wenn du dir vorstellst, dort zu sein. And notice your awareness is changing as you're in the center of your head. Nimm wahr, wie sich dein Bewusstsein verändert, wenn du mitten in deinem Kopf bist. Give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. All righty. Then next are the chakras. The first chakra, of course, is at the base of your spine, just above the tip of your tailbone. Jetzt zu den Chakren. Das erste Chakra ist unten an der Wirbelsäule, knapp über der Spitze des Steißbeins. Just imagine what that first chakra looks like to you. Stell dir vor, wie dieses erste Chakra für dich aussieht. Imagine you're seeing the first chakra as it is, and just see the energy. Stell dir vor, dass du das erste Chakra so siehst, wie es ist, mit seiner Energie. And notice what you start to see. Und achte darauf, was sich dir zeigt. And as you're looking at the first chakra, notice your experience. Und schau, wie es sich anfühlt, wenn du das erste Chakra betrachtest. Notice how your awareness changes a little bit. Schau, wie sich dein Bewusstsein ein bisschen verändert, Energy might change a little bit. wie sich die Energie vielleicht ein bisschen verändert. Now, would you say hello to your second chakra just below your navel? Und jetzt begrüße dein zweites Chakra knapp unter deinem Nabel. Just imagine you're starting to see the second chakra as it is, as an energy disc. Energy. Stell dir vor, Wheel. dass du das zweite Chakra so siehst, wie es ist, als Energierad, als Energiescheibe. And once again, as you're looking at the second chakra, don't try to feel it. Just look and just imagine, you're sitting back and all of a sudden you're starting to see a circle of energy. Versuch nicht, das zu spüren, sondern schau einfach hin. Lehn dich zurück und schau dahin und irgendwann wirst du einen Energiekreis sehen. And when you're looking like this, it's very specific. Und wenn du auf diese Art schaust, ist das ganz spezifisch. So if you decide you're seeing the second chakra as it really is, that's what you start to see more. Wenn du beschließt, dass du das zweite Chakra so siehst, wie es wirklich ist, dann wirst du genau das sehen. And just decide to see the actual energy, your energy of your second chakra. Beschließe, die Energie zu sehen, deine Energie im zweiten Chakra. Especially when you first start to work with the chakras on a deeper level, you might find other people's energies in your second chakra. Vor allem, wenn du ganz am Anfang stehst, damit mehr mit den Chakren zu arbeiten, wirst du vielleicht feststellen, dass du im zweiten Chakra die Energien anderer Menschen vorfindest. And that may be true with each of your chakras. Und das gilt vielleicht für alle deine Chakren. So at this point, I'd like to have you first look at just your energy of that chakra. An diesem Punkt möchte ich, dass du nur deine Energien in diesem Chakra betrachtest. And then would you just say hello to your third chakra that's in your solar plexus region? Und dann begrüße dein drittes Chakra im Bereich des Sonnengeflechts. It's right below where the rib cage meets in the middle and behind there. Knapp unter dem Punkt, wo die Rippen in der Mitte zusammentreffen, etwas dahinter. And just imagine the image of the third chakra starting to show up in your mind's eye.
Stell dir vor, dass das Bild des dritten Chakras vor deinem inneren Auge aufzutauchen beginnt. All right. And once again, just decide, okay, you'd like to see just your energy of the third chakra. Und beschließe wieder, dass du nur deine Energie in deinem dritten Chakra sehen möchtest. And as you're looking at the third chakra energy, notice the different quality, no matter what it is you see. Und wenn du jetzt das dritte Chakra betrachtest, dann achte auf die verschiedenen Qualitäten, egal was du siehst. Notice the difference in your awareness and experience when you're looking at each chakra. Schau, wie sich dein Erleben, dein Gefühl verändert, wenn du verschiedene Chakren betrachtest. Notice it's very different from the other chakras. Nimm wahr, dass es ganz anders ist als die anderen Chakren. Okay, now would you say hello to your fourth chakra in the middle of your chest? Jetzt begrüße dein viertes Chakra mitten auf deiner Brust. And once again, just imagine seeing your energy of the fourth chakra. Und wieder stellst du dir vor, dass du deine Energie des vierten Chakras siehst. What kind of quality do you notice? Welche Qualität fällt dir auf? And notice how your awareness changes when you're looking at the fourth chakra. Und achte darauf, wie sich dein Gewahrsein verändert, wenn du das vierte Chakra betrachtest. Notice how different your experience of looking at the fourth chakra is from having looked at the other chakras. Nimm wahr, wie anders und auf welche Weise, wie sich das anfühlt, wenn du das vierte Chakra betrachtest im Vergleich zu den anderen Chakren. Now, would you say hello to your fifth chakra at the cleft of your throat? Jetzt begrüße dein fünftes Chakra in der Halsgrube. And once again, notice what your energy is like in your fifth chakra. Nimm wahr, wie deine Energie aussieht im fünften Chakra. And once again, notice the difference of the energy here than the other chakras. Und nimm wieder wahr, was für ein Unterschied es gibt, zwischen diesem und den anderen Chakren. Now, would you say hello to your sixth chakra behind your forehead? Jetzt begrüße dein sechstes Chakra hinter deiner Stirn. And as you practice more and more looking psychically, you're using the sixth chakra to see from. Je mehr du das feinstoffliche Sehen übst, desto mehr brauchst du dein sechstes Chakra. So each time you practice, imagine just tuning into this chakra to look. Jedes Mal, wenn du übst, sollst du dich zuerst auf dieses Chakra einstimmen, von dem aus du schaust. Over time and with practice, you'll start to establish your awareness with the sixth chakra. Mit der Zeit und mit der Übung wirst du dein Bewusstsein immer mehr im sechsten Chakra zentrieren. And as that becomes more and more consistent, you'll start to live more and more clairvoyantly. Und je beständiger das werden wird, desto mehr wirst du hellsichtig leben. Give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. Notice the difference in this energy as you're looking at your sixth chakra. Nimm den Unterschied wahr in dieser Energie, wenn du dein sechstes Chakra betrachtest. Now, would you say hello to the top of your head, the crown chakra? Und jetzt begrüße das Kronenchakra oben an deinem Kopf. It sits right on top of your head. Es ist oben an der Krone des Kopfes. And this crown chakra is the most highest and most, what would you say, involved chakra. Das Kronenchakra ist das höchste und das komplizierteste Chakra, Yeah. wenn man das positiv sagen könnte. Most complete or comprehensive. Also das umfassendste Chakra. Yeah. Okay, and as you're saying hello and tuning in and looking at your crown chakra, notice the difference in that energy.
Wenn du jetzt das Kronenchakra begrüßt und dich darauf einstimmst, dann nimm wahr, welchen Unterschied es hier gibt. And most likely each of you had your own more favorite ones and ones that were more difficult. Wahrscheinlich hat jeder von euch Chakren, die ihm leichter fallen und andere, die sich schwieriger anfühlen. As you learn to work with your chakras more and more, they're all going to even out over time. Je mehr man lernt, mit den Chakren zu arbeiten, desto mehr wird sich das mit der Zeit ausgleichen. You'll be able to use them and be aware of them equally. Ihr werdet sie alle gleichmäßig benutzen können und sich ihrer gleichmäßig bewusst sein. And even so, you might have your favorites. Trotzdem habt ihr vielleicht noch Lieblingschakren. But each of you will be practicing more and more using your 6th and 7th chakras more. Ihr werdet alle euch darin üben, das 6. und 7. Chakra mehr einzusetzen. Because between the two of them, it covers pretty much everything. Denn diese beiden Chakren zusammen, die umfassen eigentlich alles. Give yourselves a deep breath. Gebt ihr einen tiefen Atemzug. Now, as you look at your crown chakra, your 7th chakra, would you let it all turn into all gold? Wenn du jetzt dein 7. Chakra betrachtest, dann lass es ganz golden werden. And just watch your crown chakra become more and more golden and completely gold. Schau zu, wie dein 7. Chakra immer goldener wird, bis es ganz und gar goldfarben ist. So since your crown chakra is the most comprehensive chakra in the body, when you set the energy of your crown chakra, you set your whole space. Weil das 7. Chakra das umfassendste Chakra ist des Körpers, ist es so, dass wenn du die Energie im 7. Chakra einstellst, dann stellst du damit deinen ganzen Raum ein. And all your chakras, other chakras, and essentially your experience of life starts to be set at that energy. Dann werden alle deine anderen Chakren und deine ganze, die Art, wie du das Leben erfährst, sich auf diese Energie einstellen. And the reason we do a lot of work at this gold energy is because it's high enough to cover all the bases. Wir arbeiten deswegen auf dieser Ebene der goldenen Energie, weil die hoch genug schwingt, dass sie alle Grundlagen in sich enthält. And you start to be able to work toward having the awareness of all. Und dann bewegst du dich immer mehr auf ein ganzheitliches Bewusstsein zu. But during the course of the everyday life, if you check your crown chakra periodically, you might notice it's at different colors. Wenn du aber im Alltag dein Kronenchakra von Zeit zu Zeit überprüfst, dann wirst du feststellen, dass es sich nicht immer auf derselben Farbe befindet. And so when you want to practice grounding and running your energy and meditating like this, you can practice bringing your crown chakra all to gold. Then it starts to set up a certain base energy. Wenn du diese feinstoffliche Arbeit üben möchtest und meditieren möchtest, dann ist es gut, wenn du das Kronenchakra auf diese goldene Energie einstellst, weil dann alles davon eingehüllt sein wird. Then everything else starts to match that. Dann wird sich alles andere dem anpassen. And your chakras and everything start to become aligned more and more at that energy. Dann werden sich deine Chakren immer mehr auf diese Energie ausrichten. Okay, now be aware in the center of your head. Bleib mit deinem Bewusstsein mitten in deinem Kopf.
And would you now imagine an image of a rose right in front of your forehead? Und stell dir jetzt das Bild einer Rose vor, direkt vor deiner Stirn. And then as you look at that rose, you can have it about a foot in front of your forehead. Die Rose steht etwa 30 Zentimeter vor deiner Stirn. Now, would you imagine that image of the rose exploding in a flash of light? Und stell dir jetzt vor, wie dieses Bild dieser Rose in einem Blitz explodiert. Now, would you imagine a new rose out in front of you? Stell dir jetzt eine neue Rose vor dir vor. And now imagine that rose exploding. Und stell dir vor, wie diese Rose platzt. So when you're looking clairvoyantly, you're seeing everything on a screen in front of your forehead. Wenn du hellsichtig schaust, dann siehst du alles auf einem Bildschirm vor deiner Stirn. So when you're looking at chakras, you're seeing the chakras on the screen. Wenn du die Chakren betrachtest, dann siehst du die Chakren auf diesem Bildschirm. Now imagine a new image of a rose 100 feet in front of you. Stell dir jetzt ein weiteres Rosenbild vor, das 30 Meter vor dir steht. And imagine it exploding. in a Und flash. stell dir vor, wie es platzt in einem Lichtblitz. Now imagine another rose way over to the left in front of you. Und jetzt stellst du dir eine Rose ganz zu deiner linken Seite vor. And now imagine it exploding in a flash of light. Und stell dir vor, wie sie platzt in einem Lichtblitz. Now imagine a rose way to the right of you. In front. Jetzt stell dir eine Rose vor dir vor, die ganz rechts steht. And imagine it exploding. Und ich stell dir vor, wie sie platzt. Now would you imagine a rose way above you? Und stell dir jetzt eine Rose weit über dir vor. And imagine it exploding. Und stell dir vor, wie sie platzt. Now imagine a rose behind you. Und jetzt stell dir eine Rose hinter dir vor. And then imagine it exploding in a flash of light. Und stell dir vor, wie sie platzt in einem Lichtblitz. Give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. Be aware in the center of your head. Sei mit deinem Bewusstsein mitten in deinem Kopf. No matter where you imagine that rose, above or behind or below or side, in front, you're still seeing it on the screen. in front of Egal, you. wo du dir diese Rose vorstellst, hinter dir, vor dir, links, rechts, unten, oben, sie steht immer auf diesem Bildschirm vor dir. So whatever you imagine, what you decide upon is what you see it or how you see it in the screen, on the screen. Was auch immer du dir zu sehen vornimmst, du siehst es immer auf diesem Bildschirm. Give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. So when you're looking at your chakras, just know that you're seeing it in front of you, so you don't have to, it's not a physical thing like with the body. Wenn du also deine Chakren betrachtest, dann wisse, dass du sie vor dir siehst. Es ist nicht so, wie wenn du deinen Körper anschaust. And whether you're seeing it, the first chakra below at the lower part of your body and the crown chakra at the top part of your body, you're still seeing it on your screen. Auch wenn du dein Wurzelchakra ganz unten im Körper siehst und das Kronenchakra ganz oben, siehst du sie doch immer auf diesem Bildschirm. So you don't have to worry about, am I looking at the right place and this and that and the other thing. So brauchst du dir keine Sorgen darum zu machen, ob du an den richtigen Ort hinschaust. In spirit, there is no time and there is no space. Im Geist gibt es weder Zeit noch Raum. That's just here in this world. Die gibt es nur hier auf dieser Welt. So you can see it no matter where it is. So kannst du es sehen, egal wo es sich befindet. All right. So then, if you'll say hello to your first chakra at the base of your spine again. Begrüße noch einmal dein erstes Chakra unten an der Wirbelsäule. The next thing we're going to do is take each chakra and clean them up a little bit.
Als nächstes werden wir jedes einzelne Chakra ein bisschen reinigen. So would you create a rose out in front of you? Stelle eine Rose vor dir And just use that rose, just bring that rose down to the first chakra. Geh mit dieser Rose ganz nach unten zum ersten Chakra And use this rose like a gentle vacuum cleaner. und setze diese Rose wie einen sanften Staubsauger ein. And just gently vacuum up around your first chakra. Und reinige den Raum um dein erstes Chakra ganz sanft. In the beginning, you can keep it very, very simple and just imagine that any energy in and around your first chakra that's not your energy turns dark. Am Anfang kannst du das ganz einfach halten. Stell dir einfach vor, dass alle Energien in und um dein erstes Chakra, die nicht deine sind, dunkel werden. And your own energy of the first chakra is light. Und deine eigene Energie des ersten Chakras ist hell. So using this rose vacuum cleaner, any dark energies around your first chakra, just vacuum it all up. Sauge also mit diesem Rosenstaubsauger alle dunklen Energien um das erste Chakra einfach ab. Remember, don't put any effort or try to do this. Denk daran, dass du keine Anstrengung aufwendest dafür. It's just working on an imagination level and just seeing it all vacuumed up. Es funktioniert auf der Ebene der Vorstellungskraft. Schau einfach, wie alles abgesaugt wird. And when the dark energy is inside the rose vacuum cleaner, then explode the rose. Und wenn die alle dunklen Energie in diesem Staubsauger drin sind, dann lässt du die Rose platzen. That neutralizes all the energy, and wherever that foreign energy came from, it goes back to those people. Das neutralisiert all diese Energien und die Energien gehen dann zu diesen Menschen zurück, von denen sie ausgegangen sind. So you're doing a favor for all those people get their energies back. So tust du all diesen Leuten einen Gefallen. Sie kriegen ihre Energie zurück. All right. Now, would you now look at your first chakra and see if you notice any difference? Betrachte jetzt dein erstes Chakra und schau, ob es einen Unterschied gibt. And each time, those of you, if you feel like you have a little difficulty seeing it, just imagine, what's it look like? Und wenn du Schwierigkeiten hattest, es zu sehen, dann stellst du dir einfach vor, wie es aussieht. You're just imagining letting the image form and see what difference it makes. Stell dir vor, wie das Bild entsteht und welchen Unterschied jetzt es gibt. This way, you can always look at what it looked like before and then what it looked like after you cleaned it up. Auf diese Weise kannst du immer schauen, wie es vorher ausgesehen hat und nachdem du es gereinigt hast. It's that simple. So einfach ist das. And this is the most difficult part for most everybody about psychic work. Das ist für die meisten Menschen das Schwierigste an der feinstofflichen Arbeit. The most difficult thing in psychic work is it's too simple. Das Schwierige an der feinstofflichen Arbeit besteht darin, dass es zu einfach ist. So most of the practice is starting to be able to have things be utterly effortless and simple. Ein Ziel des Übens besteht darin, dass wir es zulassen können, dass etwas absolut leicht und einfach ist. It's as simple as imagination. So leicht, wie man sich etwas vorstellen kann. All right, give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. Now would you imagine a new rose, please? Stell dir jetzt eine weitere Rose vor. And this again is a little gentle vacuum cleaner. Und wieder ist es ein sanfter Staubsauger. And just, would you send this little Roomba rose to your second chakra? Schick diese Rumba-Rose zu deinem zweiten Chakra. It's remote control. Mit Fernbedienung. And
as you put the rose by the second chakra, again, imagine any energy of around your second chakra, in and around your second chakra, that's not yours, turn dark, and your energy stays bright. Wieder stellst du dir vor, dass alle Energien im zweiten Chakra, die nicht deine sind, dunkel werden, während deine eigenen hell bleiben. And just use this rose to vacuum up any of the dark energies that's not your energy. Benutze diese Rose, um alle dunklen Energien, die nicht deine sind, abzusaugen. And when it's all vacuumed up, imagine the whole rose exploding in a flash of light. Und wenn alles drin ist, dann stellst du dir vor, wie die ganze Rose in einem Blitz explodiert. And make those explosions very bright and flashy. Schau, dass diese Explosionen sehr hell sind, wie Blitze. And remember, there's absolutely no effort trying in exploding the rose. Und denk daran, es erfordert überhaupt keine Anstrengung, eine Rose platzen zu lassen. It's even less effort than thinking about it. Braucht weniger Anstrengung, das zu tun, als es sich vorzustellen. All right, give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. And notice, imagine that second chakra again and see Stell what dir it das looks zweite like now. Chakra. Stell dir das zweite Chakra noch einmal vor und schau, wie es jetzt ausschaut. All right. Now, would you say hello to the third chakra, please? Begrüße jetzt das dritte Chakra, bitte. And would you create a new rose vacuum cleaner? Erstelle einen weiteren Rosenstaubsauger. Rose Roomba, yes. And send it to the third chakra. Und schick ihn zum dritten Chakra. You're doing all of this from the center of your head. Das alles tust du aus der Mitte deines Kopfes heraus. You don't have to lift a finger. Du brauchst keinen Finger zu rühren. And so as you send the rose to the third chakra, once again, let it vacuum up all the dark energies in and around it. Wieder lässt du die Rose alle dunklen Energien in und um das Chakra absaugen. And just watch the third chakra becoming brighter and lighter. Schau zu, wie das dritte Chakra heller und klarer wird. All right. And when you get all the dark energies off, explode that rose in a flash of light. Wenn alle dunklen Energien in der Rose drin sind, dann lässt du sie platzen in einem Blitz. Next, if you'll go to the fourth chakra, take a look. Don't go to it, but just from the center of your head, look at the fourth chakra. Als nächstes betrachtest du von der Mitte deines Kopfes aus dein viertes Chakra. And say hello to the fourth chakra. Begrüße das vierte Chakra. You could say hello to anything. Man kann alles begrüßen. Everything begins with hello. Alles beginnt mit einem Gruß. Now create that rose vacuum cleaner and send it to the fourth chakra. Erstelle den Rosenstaubsauger, schicke ihn zum vierten Chakra And just vacuum up any of the dark energies in and around the fourth chakra. und sauge alle dunklen Energien in und um das vierte Chakra ab. Once you do that, just imagine that rose exploding in a flash of light. Wenn du fertig bist, stellst du dir vor, dass die Rose explodiert in einem Blitz. And let go of all the energy. Und du lässt alle diese Energien los. Give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. Notice the difference of your fourth chakra. Nimm den Unterschied wahr im vierten Chakra. Next, would you say hello to your fifth chakra in your throat? Begrüße das fünfte Chakra in deiner Kehle. Create another rose and send it to the fifth chakra. Erstelle eine weitere Rose und schick sie zum fünften Chakra. And just watch the rose vacuum up any dark energies out of your fifth chakra. Schau zu, wie die Rose alle dunklen Energien aus dem fünften Chakra absaugt. And remember, you're not the vacuum cleaner. Denk daran, du bist nicht der Staubsauger. Let the rose do the job. Lass die Rose diese Aufgabe erledigen. So anything you're doing on a psychic level like this should feel like you're not doing anything.
Alles, was du auf der feinstofflichen Ebene tust, sollte sich so anfühlen, als tätest du nichts. You're not even thinking. Du denkst nicht einmal etwas. You're just watching. Du schaust einfach zu. When you're done with the fifth chakra, just explode that rose Wenn du fertig bist, dann lässt du die Rose platzen and let the energy go. und lässt die Energie los. Notice the difference in your fifth chakra. Nimm den Unterschied wahr im 5. Chakra And would you say hello to the sixth chakra und behind your forehead? begrüße jetzt das 6. Chakra hinter deiner Stirn. Create another rose Erstelle eine weitere Rose and just send it to the sixth chakra and clean up all the foreign energies. Schick sie zum 6. Chakra und lass sie alle Fremdenergien aufnehmen. And as you're doing this, just notice the gradual, subtle changes in your energy and awareness. Und nimm wahr, welche feinen Unterschiede und Veränderungen sich in deiner Energie und in deinem Bewusstsein jetzt ergeben. Explode that rose, Lass diese Rose platzen, let all the energy go. lass all die Energie los. And finally, would you say hello to the seventh chakra at the top of your head? Und schließlich begrüßt du das 7. Chakra oben an deinem Kopf. Create another rose, send it to the seventh chakra, and clean up all the foreign energies. Erstelle eine weitere Rose, schick sie zum 7. Chakra und lass sie alle Fremdenergien aufnehmen. Once that energy goes into the rose, explode that rose and let go of the energy. Wenn die Energien in der Rose drin sind, dann lässt du sie platzen und lässt die Energie los. Give yourselves a deep breath. Be aware in the center of your head. Gib dir einen tiefen Atemzug, sei mit deinem Bewusstsein mitten in deinem Kopf. Now, would you imagine a giant gold sun above your head? Und jetzt stellst du dir eine riesige goldene Sonne vor über deinem Kopf. And this golden sun is full of life force energy. Diese goldene Sonne ist voller Lebenskraftenergie. And just bring in that gold sun from the top of your head, the crown chakra, all the way through your whole body. Bring diese goldene Sonne über das Kronenchakra herein und lass sie deinen ganzen Körper durchdringen. And create another giant gold sun above your head full of life force energy. Erstelle eine weitere riesige goldene Sonne über deinem Kopf voller Lebenskraft. And let this golden sun come into your crown chakra and fill up each chakra as it goes down through your center. Bring die goldene Sonne über dein Kronenchakra hinein und lass sie all deine Chakren der Reihe nach anfüllen. Imagine each chakra filling up and becoming radiantly gold. Stell dir vor, wie jedes Chakra sich anfüllt, bis es strahlend golden geworden ist. Notice what happens as each chakra becomes filled with that golden life force energy. Nimm wahr, was geschieht, wenn sich jedes Chakra mit dieser goldenen Lebenskraft ganz und gar anfüllt. So one aspect as you continue to do that and just keep on filling up your whole body more and more after you fill in the chakras, fill up your whole body with the gold. Wenn du die Chakren angefüllt hast, dann füll deinen ganzen Körper an mit diesen goldenen Lebenskraft. So the basic part of maintaining your energy, maintaining chakras, there's the part where you're cleaning up, taking away foreign energies from them. Beim Unterhalt der Chakren geht es darum, einerseits, dass man die Fremdenergien entfernt, die diese Chakren aufgenommen haben. Replenishing them with creating new energy and replenishing it with new energy. Dann neue Energien zu erstellen und die Chakren mit neuer Energie aufzufüllen. And the other part is if there's any repairs that need to be made. Und das Zweite ist dann, dass wir schauen, ob man da irgendetwas reparieren muss. We'll get to that much later on in the course. Das machen wir dann später. But for now, just cleaning it up,
and replenishing it with golden life force energy will take you very far. Für den Moment werdet ihr schon sehr weit kommen, wenn ihr die Chakren von Fremdenergien reinigt und sie mit neuer Lebenskraft füllt. And now give yourselves a deep breath, be aware in the center of your head and notice what you notice as different in your experience. Gib dir einen tiefen Atemzug, sei mitten in deinem Kopf und von dort aus nimmst du wahr, was sich jetzt anders anfühlt. How is your awareness in general different from when you first started today? Wie hat sich dein Bewusstsein im Allgemeinen verändert gegenüber dem, wie du heute begonnen hast? How is your energy different than when you first started? Wie hat sich deine Energie verändert gegenüber dem Anfang? So part of this process is becoming aware of the subtle changes that happen as you go along and do this practice. Teil des Prozesses besteht darin, dass du dir der ganz feinen Veränderungen gewahr wirst, die sich ergeben, wenn du diesen Prozess durchmachst. Remember, the biggest part of everything is your awareness. Denk daran, das Wichtigste an allem ist dein Bewusstsein. And just be aware, when you start to become aware of anything, especially something you might consider to be negative, you've come a long ways. Wenn dir etwas bewusst wird, vor allem etwas Negatives, dann sei dir klar darüber, dass du sehr weit gekommen bist. Because every time you become aware of anything, that's 99% or more of the whole thing. Jedes Mal, wenn dir etwas bewusst wird, hast du schon 99% des Weges zurückgelegt. Especially when it comes to healing and positive change. Vor allem, wenn es um Heilung geht und um positive Veränderungen. But in the world, most people think the minute they become aware of something, quote, wrong, then they think that's where you're just beginning. Da draußen denken die Leute im Gegenteil, wenn einem etwas Negatives klar geworden sei, dann stehe man erst am Anfang. But in reality, the minute you become aware, you're only less than 1% to the end, to the finish. In Wirklichkeit aber ist man, wenn einem etwas bewusst wird, weniger als 1% vom Ziel entfernt. That's why you celebrate every time you become aware of anything new. Deswegen muss man feiern, jedes Mal, wenn einem etwas Neues bewusst wird. Because once you become aware of anything, it's just a matter of time and perseverance before you're finished with it. Wenn einem etwas bewusst geworden ist, dann braucht es nur noch Zeit und Ausdauer, bis man das dann vollenden kann. And that's why sometimes you'll become aware of something and you go, oh, how come it took me 40 years to become aware of this? Deswegen ist es auch so, dass man sich manchmal fragt, wenn einem etwas bewusst geworden ist, warum habe ich 40 Jahre gebraucht, bis mir das bewusst werden konnte? If you find yourself in that space, never criticize yourself or invalidate yourself. Wenn es dir so geht, dann sollst du dich nie kritisieren oder abwerten. Instead, congratulate yourself and celebrate. I've arrived mostly. Stattdessen kannst du dich beglückwünschen und feiern und dir sagen, ich bin schon fast angekommen. I'm almost done with this. Ich habe das schon fast hinter mir. Because you'll find, especially the more difficult something is, the longer it takes just to become aware of what's there. Ihr werdet feststellen, je schwieriger etwas ist, desto länger dauert es, bis es einem bewusst geworden ist. And once you become aware of it, you start working on it, whether you're aware of it or, whether you think so or not, it starts to change. Und sobald es einem bewusst ist, fängt man an, daran zu arbeiten, bewusst oder unbewusst, und dann fängt es sich an zu verändern. The biggest agent of change is your awareness and love. Das Wichtigste bei jeder Veränderung sind Bewusstsein und Liebe. So whenever you become aware of something and you're loving toward
yourself and what you become aware of, everything goes very fast. Wenn dir etwas bewusst geworden ist und du eine liebevolle Haltung einnimmst dir gegenüber in Bezug darauf, wird alles sehr schnell gehen. All right, give yourselves a deep breath Gib dir einen tiefen Atemzug and just be aware in the center of your head. And now just be aware of, say hello to the first chakra. Sei mit deinem Bewusstsein mitten in deinem Kopf, begrüße dein erstes Chakra, Now say hello to the second chakra. begrüße dein zweites Chakra, Now the third chakra. jetzt das dritte Chakra, Now say hello to the fourth chakra. jetzt begrüße das vierte Chakra, And then the fifth chakra, dann das fünfte Chakra, the sixth chakra, das sechste Chakra and then the seventh chakra. und dann das siebte Chakra. And notice what you've already become aware of since the beginning of these chakras. Nimm wahr, wessen du dir seit dem Anfang des Abends schon bewusst geworden bist in Bezug auf diese Chakren. Each chakra functions in a very different bandwidth of energies. Jedes Chakra funktioniert auf einer ganz eigenen Bandbreite der Schwingung, die sich alle stark voneinander unterscheiden. So, for example, the first chakra goes from one level of frequencies to another and everything in between. Das erste Chakra umfasst von einer Schwingungsebene zur anderen alles dazwischen. And then the second chakra goes from one to another. Und das zweite Chakra geht von einem zum anderen. But there is a little gap between the top of the first chakra vibration and the bottom of the second chakra vibration. Zwischen der Spitze der Schwingung des ersten Chakras und dem Beginn der Schwingung des zweiten Chakras besteht eine kleine Lücke. And the shift between the chakras is almost exponential. Und der Unterschied zwischen den Chakren ist exponentiell. Okay, so it's about break time. Es ist Zeit für eine Pause. So would you bring in one more gold sun from the top of your head and fill in your whole body space? Bring eine weitere goldene Sonne herein über dein Kronenchakra und fülle deinen ganzen Raum des Körpers damit an. As you're bringing it in, just enjoy being aware in the center of your head and experiencing your whole space filling up with gold life force energy. Genieße es, mit deinem Bewusstsein mitten in deinem Kopf zu sein und von dort aus wahrzunehmen, wie sich dein ganzer Raum mit dieser goldenen Lebenskraft anfüllt. And smile. Und lächle. You're not only on Zoom camera, but you're on cosmic camera. Du bist nicht nur über die Zoom-Kamera sichtbar, sondern auch über die kosmische Kamera. Yes, so be amused and notice how your energy comes right on up. Wenn du lächelst und es genießt und schau mal zu, wie deine Energie dann hochkommt. All right, and then would you stretch Dann dehnst du dich and gently bend on over and drain off any excess energies out of your head and shoulders and arms and hands. beugst dich sanft vornüber und lässt alle überschüssige Energie abfließen aus Kopf, Hals, Nacken, Schultern, Armen und Händen. And when you're ready, just when you come back up, open your eyes Wenn du bereit bist, richtest du dich auf, öffnest die Augen and look around your whole room and see, what kind of space you're physically in. Schau dich in deinem Raum und schau, in welchem stofflichen Raum du dich da befindest. And as you open your eyes again, your physical eyes, now you can say to your eyes, you can start looking again. Wenn du die Augen öffnest, dann sagst du zu deinen physischen Augen, jetzt könnt ihr wieder schauen. Okay, we'll take a break. Wolfgang. All right. Well, everyone looks brighter. Yes. Ihr seht alle heller aus. How many of you feel better? Wie viele von euch fühlen sich besser? A little brighter inside? Yes. Bisschen lighter? heller innen drin? Yeah. We're just getting started. Okay, Wir stehen so erst am Anfang.
So let's have everyone close your eyes, put both feet on the floor. Schließe deine Augen, stelle beide Füße flach auf die Erde. You get to rest your physical eyes more. Die physischen Augen können zur Ruhe kommen. And you get to rest your body more. Und der Körper kann zur Ruhe kommen. Notice the body always has some effort. Der Körper hat immer irgendwo Anstrengung. Even if you're just lying around, it's still some effort. Selbst wenn du nur herumliegst, hat der Körper eine Anstrengung zu bewältigen. But in spirit, there is never any effort at all. Aber in der Seele gibt es nie irgendeine Art der Anstrengung. In spirit, there is no trying. In der Seele kann man nicht sich Mühe geben. Trying is only a phenomena in time and space. Sich Mühe geben kann man nur in der Zeit und im Raum. And since in spirit there is no time or space, there's no trying. Und da es in der Seele weder Zeit noch Raum gibt, kann man sich auch nicht abmühen. So just imagine that grounding cord, the tree trunk, all the way from your first chakra to the center of the earth again. Stell dir wieder die Erdung vor, vom ersten Chakra bis in die Mitte der Erde, wenn du auf diesem Baumstrunk sitzt. And notice each time you do that, notice and validate the difference. Und jedes Mal, wenn du das wahrnimmst, nimm den Unterschied zur Kenntnis. Over time, the more you ground every day, the more energy you'll be able to handle. Je mehr du dich täglich erdest, mit desto mehr Energie kannst du umgehen. And you'll become less and less affected by other people's energies. Und du wirst immer weniger beeinflusst werden von der Energie anderer Menschen. Now, everything, and then would you start to be aware of the earth energy flowing through your leg channels into your first chakra? Geh mit deinem Bewusstsein zur Erdenergie, die über die Fußchakren und Beinkanäle ins erste Chakra fließt. And the cosmic energy flowing down from your crown chakra, down those 4 channels into your first chakra. Und die kosmische Energie, die über das Kronenchakra, den 4 Kanälen entlang nach unten bis ins erste Chakra fließt. And just imagine seeing that energy constantly, consistently flowing. Und stell dir vor, wie du zuschauen kannst, wie diese Energie unablässig fließt. Give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. And as the mixture of the cosmic and earth energies in the first chakra start to come up the 2 channels all the way up and out the crown chakra like a beautiful golden fountain. Und die Mischung der beiden Energien fließt über die vorderen beiden Kanäle nach oben, über das Kronenchakra hinaus wie ein schöner goldener Springbrunnen. And as you watch the energy flowing up through those 2 channels, imagine it flowing into and out of each chakra as it goes up. Und wenn diese Energie nach oben strömt, stellst du dir vor, wie du zuschaust, wie sie durch jedes einzelne Chakra hindurch fließt. Give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. And remember the energy branching out across the shoulders, down the arms, and out the hand chakras. Denk auch an die Seitenströme über die Schultern, deren Armen entlang nach unten und aus den Handchakren heraus. And start to be aware that this energy is flowing all the time. Und mach dir bewusst, dass diese Energie ständig fließt. So throughout your day, even when you're not in meditation like that, check your energy. Überprüfe von Zeit zu Zeit in deinem Alltag, auch wenn du nicht meditierst, diese Energie. You'll notice that when you're in this meditation space, you'll be running more of the earth and cosmic energies than when you're just doing your day-to-day things. Du wirst feststellen, dass mehr Energie fließt, wenn du in diesem Raum der Meditation die Energie bewusst strömen lässt, als wenn du deinen alltäglichen Beschäftigungen nachgehst. And since, most of you here today have been doing this for a while, you're even doing this while you sleep.
Da die meisten von euch hier das schon eine Weile lang machen, macht ihr das auch, während ihr schlaft. And it's very much like if there's a waterfall coming down on a wall, no matter what you throw at that wall, it doesn't stick. Wenn ein Wasserfall eine Mauer entlang nach unten fließt, dann kann man diese Wand mit allem Möglichen bewerfen, ohne dass es hängen bleibt. This is similar to you running your energy this way. Und das ist ganz ähnlich, wenn man auf diese Weise die Energie strömen lässt. Many, 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 many different benefits of running energy. Die Energie fließen zu lassen hat zahlreiche Vorteile. And as long as your energy is flowing all the way through, you're going to be healthier and healthier. Und solange deine Energie wirklich ganz durchfließt, wirst du immer gesünder werden. And that's not just in the physical level, but mental, emotional, everything. Nicht nur auf der stofflichen Ebene, sondern auch mental, emotional und überall. So in terms of energy flow, it's when energy stops flowing in you that you have trouble. Wenn die Energie aufhört zu fließen in dir, dann bekommst du Probleme. As long as the energy is flowing, you'll improve. Solange die Energie fließt, wird es dir immer besser gehen. Give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug And again, just see that golden fountain flowing out of your crown chakra consistently. und schau zu, wie dieser goldene Springbrunnen unablässig aus deinem Kronenchakra hinausströmt. Be aware in the center of your head. Bleib mit deinem Bewusstsein mitten in deinem Kopf And now imagine a new rose out in front of you. und stell dir jetzt eine weitere Rose vor dir. Now would you imagine it exploding in a flash of light? Stell dir vor, wie sie platzt in einem Lichtblitz. There's one more part in your regular meditation practice. Imagine a rose out in front of you. Das gehört auch zur täglichen Meditationspraxis. Stell dir eine Rose vor dir vor. And this rose is what I call your mini-me rose. Und diese Rose stellt die kleine Ich-Rose vor, also die Mini-Me-Rose. Das klingt auf Deutsch nicht so gut. Yes, it's a miniature representation of you. Die stellt dich selbst in Miniatur dar. So on this psychic level, it's all energy. Auf der feinstofflichen Ebene ist alles Energie. Your energy. Deine Energie. You are just all kinds of energies. Du bestehst aus allen möglichen Energien. So when you imagine this mini-me rose representing you completely, Stell dir also vor, dass diese kleine Ich-Rose dich voll und ganz in allen Aspekten darstellt. on a psychic level, it completely represents you. Feinstofflich gesehen ist es eine Repräsentation von dir. So when other people think of you, their attention goes to the rose first. Sodass, wenn andere Menschen an dich denken, ihre Energie zuerst in diese Rose geht. If somebody gets upset and angry at you and they throw energy, it goes to that rose. Wenn jemand wütend wird auf dich und dich mit Energie bewirft, dann geht diese Energie zu dieser Rose. If someone wants to control you in some way, that energy first goes to that rose. Wenn jemand dich auf irgendeine Weise kontrollieren möchte, dann geht diese Energie zuerst zu dieser Rose. So this mini-me rose gives you early warning system. Das ist sozusagen ein Frühwarnsystem. And it's also a little widget, so to speak, for awareness. Und es ist auch ein kleines Werkzeug für das Bewusstsein. So when you look at the rose, it's much easier than looking at yourself. Diese Rose zu betrachten ist viel einfacher, als dich selbst zu betrachten. So you see a miniature form of you energetically and see what's happening to you. Du siehst dich energetisch in klein und siehst daran, was mit dir passiert. But you don't have to be the effect of that. Aber du musst nicht zum Ergebnis davon werden, Because it's happening to your representative, not you.
Denn es passiert ja deinem Stellvertreter, nicht dir selbst. And when you take care of it while it's happening to the rose, then you don't have to become the effect of it. Und wenn du dich darum kümmerst, wenn es dieser Rose passiert, dann brauchst du nicht dazu zu werden. So go ahead and explode that rose. Lass diese Rose platzen. Now, would you imagine a new mini-me rose that totally represents you? Just imagine it representing every part of your energy. Stell dir jetzt eine weitere kleine Ich-Rose vor und stell dir vor, dass sie dich in allen Aspekten deiner Energie genau repräsentiert. And let it represent even parts, especially parts of you, energies of you that you're not aware of yet. Sie bildet vor allem auch jene Teile deiner Energie ab, derer du dir noch nicht bewusst geworden bist. So you'll notice this will be another tool for you to become more aware of yourself. Das ist also ein weiteres Werkzeug, das dir dabei helfen kann, dich dir selbst bewusster zu werden. Often you'll find that it's shows you aspects of yourself that you didn't even think about. Oft wirst du feststellen, dass sie dir Aspekte von dir zeigt, an die du gar nicht gedacht hast. And sometimes it's very surprising. Manchmal kann das sehr überraschend sein. So it's a self-awareness tool as well. Es ist also auch ein Werkzeug zur Selbstbewusstwerdung. And as you let this rose sit out in front of you, over to one side or the other, Lass diese Rose vor dir stehen, etwas an der Seite, links oder rechts. just sit back in the center of your head and notice that rose. Lehne dich zurück mitten in deinem Kopf und betrachte diese Rose. And as you watch, see if there's any energies that come to the rose and affect it in any way. Schau, ob es da Energien gibt, die zu dieser Rose hinkommen und die sie irgendwie in Mitleidenschaft ziehen. And you don't have to try to stop it or anything. You just let it happen. Brauchst dich nicht aufzuhalten oder sonst was damit zu machen, sondern lässt es einfach geschehen. Notice it's not happening to you, it's happening to the rose that represents you. Nimm wahr, dass das nicht dir geschieht, sondern es geschieht der Rose, die für dich steht. So then you could be in neutrality looking at that rose. Dann kannst du in der Neutralität bleiben und diese Rose betrachten. Instead of feeling sorry and going, oh no, this is happening to me. Statt dass du Selbstmitleid entwickelst und sagst, oh nein, das passiert mir gerade. Instead, you could be in amusement saying, oh, this would be happening to me if I wasn't aware. Stattdessen kannst du es lustig finden und dir sagen, das würde mir geschehen, wenn ich nicht bewusst wäre. Anybody see anything happening to this rose as you're looking at it right now? Sieht jemand von euch, dass mit dieser Rose etwas passiert, während ihr sie betrachtet? Yeah, some of you might see it kind of burning up. Some of you might see it turning dark. Bei einigen verbrennt sie vielleicht, bei anderen wird sie vielleicht dunkel, Some of you might see it getting bigger or smaller, bei anderen wird sie vielleicht größer oder kleiner or being engulfed in energy. oder sie wird von Energie überflutet. Whatever you see, know that, oh, this is the effect from other people's energies. Was auch immer du siehst, sei dir darüber im Klaren, dass das die Wirkung von Energien anderer Menschen ist. So whatever it is, if it's someone else's energy, it's not going to help you. Wenn es die Energie eines anderen Menschen ist, dann wird es für dich nicht hilfreich sein. But remember, almost everything is awareness. Aber denk daran, fast alles ist Bewusstsein. So as you're watching this rose periodically, you'll notice, oh, this person wants to talk to me, or this person hates me. Wenn du diese Rose von Zeit zu Zeit mal anschaust, wirst du feststellen, da gibt es jemanden, der gerne mit mir sprechen würde. Oh, da gibt es jemanden, der hasst mich. Or this person wants to program me and control me. Da gibt es jemanden, der mich gerne programmieren und beherrschen würde. Isn't that nice? Ist das nicht schön? You don't have to take it seriously. Du brauchst es dann nicht ernst zu nehmen. Because as you become aware of it in this rose, you're seeing it, how you'll be affected by it if you weren't aware. Denn wenn du das in der Rose betrachtest, dann siehst du, wie es dich in Mitleidenschaft ziehen würde, wenn du dir dessen nicht bewusst wärst.
So then, as you're seeing it, you decide, oh, okay, I don't have to be aware, I don't have to be the effect of this energy. Wenn du es siehst, dann kannst du dich dafür entscheiden, dass dir das nicht selber zustößt. And the more you aware you become of it, of the energy, and the more certainty you have that, oh, you don't have to fight it or resist it in any way, it doesn't affect you. Und je mehr du dir dieser Energie bewusst bist und dir dabei klar bist darüber, dass du nichts damit machen musst, du musst sie nicht verändern und nicht beseitigen, desto weniger kann dir das anhaben. So whatever you see happening to this rose right now, just let it be happen and then explode the whole rose. Was du auch immer gerade siehst, was mit dieser Rose passiert, lass es einfach zu und dann lässt du die Rose platzen. And then immediately just create a whole new rose representing the new you, more aware. Und erstell dann gleich eine neue Rose, die für das neue Ich steht, das jetzt bewusster geworden ist. So this mini-me rose will grow with your awareness. Diese kleine Ich-Rose, die wächst mit deinem Bewusstsein mit. You might notice a little bit of something different each time. Vielleicht sieht sie jedes Mal ein bisschen anders aus. And once you have this new mini-me rose up, you might notice it's less affected by those energies. Und wenn du dann diese neue kleine Ich-Rose erstellt hast, dann fällt dir vielleicht auf, dass sie weniger von diesen Energien in Mitleidenschaft gezogen wird. So this is something you'll notice over a long time. You start to have more and more of your space to be. Dann wird dir über längere Zeit hinweg auffallen, dass du immer mehr deinen Raum hast, wo du sein kannst. And with practice, you'll be less and less the effect of other people's energies. Und mit Zeit und Übung wirst du immer weniger zur Wirkung der Energien anderer Menschen werden. So when you're meditating or when you're in an office meeting or you're doing anything, you can create this mini-me rose. Wenn du meditierst oder auch wenn du im Büro in einer Sitzung bist oder sonst etwas tust, kannst du so eine kleine Ich-Rose erstellen. And make sure you check it once in a while. Und du musst das dann nicht vergessen, sie von Zeit zu Zeit zu prüfen. If you find that when you check it, it's gone, then clean up that energy and then create a new one. Wenn du feststellen solltest, wenn du sie überprüfst, dass sie weg ist, dann beseitige diese Energien und erstelle eine neue. And throughout the day, make sure you check it regularly. Und schau, dass du sie im Laufe des Tages regelmäßig überprüfst. Because you don't want to create something like that and keep it in your space and then forget about it. Denn es ist nicht gut, wenn man so etwas erstellt, es in seinem eigenen Raum lässt und es dann einfach vergisst. What I find to be helpful is throughout the day, you have different things. You're moving from one kind of space to another kind of space. So I change it each time. Was ich hilfreich finde, ist jedes Mal, wenn ich mich im Laufe eines Tages von einem Raum in den anderen bewege oder von einer Tätigkeit zur anderen, dass ich es dann jedes Mal überprüfe. So perhaps when you first wake up in the morning and you have a mini-me rose up. Also zum Beispiel, wenn du erwachst morgens, dann stellst du so eine kleine Ich-Rose. And then when you're all ready for the day, check it out, explode it, and create a new one. Und wenn du dann bereit bist für den Tag, dann überprüfst du sie, lässt sie platzen und erstellst eine neue. And then let's say you arrive at your place of work, explode the old one, and create a new one. Und wenn du dann an deiner Arbeitsstelle ankommst, dann lässt du die alte wieder platzen und machst eine neue. And let's say after a couple of hours at work, you have an important meeting with your boss or something. You might explode the old one, create a new one before you go into that meeting. Und wenn du dann 2 Stunden später eine wichtige Sitzung hast, vielleicht mit deinem Vorgesetzten, bevor du da reingehst, lässt du die Rose platzen und machst eine neue. And when you come out of that meeting and you're back to doing something different, check it out, explode it, and create a new one. Und wenn die Sitzung fertig ist und du machst etwas anderes, dann überprüfst du sie wieder, lässt sie platzen und erstellst eine neue. In that way, you won't ever keep the same mini-me rose for many, many, many hours.
Auf diese Weise wirst du nicht über viele Stunden hinweg dieselbe kleine Ich-Rose behalten. You don't have to check it every minute or every few minutes, Du brauchst das nicht alle paar Minuten zu machen, but periodically, especially when you shift your attention on different things of the day. aber von Zeit zu Zeit, vor allem wenn du mit deiner Aufmerksamkeit von einem Teil des Tages in den anderen gehst. And over time, with practice, this will become second nature. Und mit der Zeit und mit der Übung wird das zur zweiten Natur. And as you practice this, one thing you'll notice is you start to be able to have more and more of your space to be you. Und wenn du das übst, wirst du feststellen, dass du immer mehr von deinem Raum einnehmen kannst, um dich selbst zu sein. Okay, because in relationship to your chakras, the chakras, one thing the chakras do is for you to become aware of the world around you. Die Chakren haben unter anderem die Aufgabe, dir die Welt um dich bewusst zu machen. All the different kinds of experiences you have are experienced through each of the chakras and the combination of all those chakras. Alles, was du erlebst, erlebst du über jedes einzelne Chakra und über alle zusammen. So then the next part of working with your chakras is starting to become more and more familiar with what kind of energy each chakra deals with. Und als nächstes, wenn du mehr mit den Chakren arbeitest, geht es dann darum, zu merken, mit welcher Art von Energie jedes einzelne Chakra befasst ist. And when you practice working with your chakras, do it from the center of your head. Wenn du dich darin übst, mit den Chakren zu arbeiten, dann tu das von der Mitte deines Kopfes aus. And once again, there's no effort. Und auch hier gibt es keinerlei Anstrengung. It's just awareness. Es gibt nur das Bewusstsein. So if you're aware in the center of your head, you just become aware of whatever chakra you put your attention on. Wenn du bewusst bist mitten in deinem Kopf, dann ist dir auch bewusst, auf welches Chakra du deine Aufmerksamkeit lenkst. Don't try to go into the chakra. Versuche nicht in das Chakra hineinzugehen. You're much more aware if you're in the center of your head. Du bist sehr viel stärker bewusst, wenn du in der Mitte deines Kopfes bleibst. Okay, so let's start again with the first chakra. Wir beginnen wieder mit dem ersten Chakra. Say hello to the first chakra. Begrüße das erste Chakra. And notice the moment you say hello to any energy, notice the response you get. Und nimm wahr, in dem Moment, wo du irgendeine Energie begrüßt, welche Antwort du bekommst. You immediately start to become aware of whatever you're saying hello to. Sofort wird dir bewusst, was du da begrüßt. And as you start to become aware from the center of your head, your first chakra, you'll start to immediately notice a subtle change in your energy. Und wenn du dir von mitten in deinem Kopf dein erstes Chakra bewusst machst, dann wird dir sofort eine feine Verschiebung in deiner Energie sichtbar werden. Because when you say hello to any kind of energy form, whether it's a person or a chakra, you give it space. Denn wenn du irgendeiner Form von Energie, sei das ein Mensch oder ein Chakra, grüßt, dann gibst du ihm, ihr oder ihm damit Raum. Because in the world, most people are not aware of this. Die meisten Menschen da draußen sind sich dessen nicht bewusst. So it's up to you to give your first chakra space to fully be. Deswegen liegt es an dir, deinem ersten Chakra den Raum zu geben, wo es voll und ganz sein kann. And as you become more and more aware of that first chakra, you start to notice more things about it. Und je mehr du diesem Chakra dein Bewusstsein zuwendest, desto mehr wirst du wahrnehmen an ihm. And relax. Und entspanne dich. Another thing is be in amusement. Es ist wichtig, dass du immer in einem Zustand bist, wo du dich freust und Spaß hast und es lustig findest. Notice as you
get into the vibration of amusement, your energy comes up. Sobald du in dieser Energie bist, wird deine Energie ansteigen. It's lighter, Es wird dann leichter, happier. glücklicher. Yes. Part of the thing that I notice a lot of times is when you're learning something, you get serious. Ich stelle immer wieder fest, dass wenn ihr etwas lernt, dann werdet ihr ganz ernst. And the more you want to learn it, more serious you tend to be. Je mehr es dir am Herzen liegt, das zu lernen, desto ernster wirst du. And learning all this stuff, especially about chakras, is the opposite. Und all diese Dinge zu lernen, vor allem wenn es um Chakren geht, ist genau das Gegenteil. The more you like to learn about it, the more fun you have to have. Je dringender du das lernen möchtest, desto mehr musst du Spaß haben dabei. You need to take it a lot more lightly. Du musst es viel leichter nehmen. Notice the energy of seriousness is heavy Die Energie des Ernstseins ist schwer and it doesn't move very fast. und sie bewegt sich nicht sehr leicht. It's like, I'm serious. Ich bin ernst. But when you lighten up, it's so much easier. Wenn du aber leichter wirst, dann wird alles viel einfacher. So as you notice more and more, that heaviness, that seriousness is not really yours. Wenn du mal genau hinschaust, wirst du immer mehr merken, dass diese Schwere, dieses Ernstsein nicht deins ist. You learn to be serious. Du hast gelernt, ernst zu sein. You've had a whole lifetime to learn to be serious. Du hast dein ganzes Leben Zeit gehabt, zu lernen, ernst zu sein. In fact, many of you learned early on in your life that it doesn't pay to be an amusement. Viele von euch haben schon früh im Leben gelernt, dass es nicht lohnend ist, wenn man lustig ist. If you laugh too much or laugh at the wrong time, people get upset with you. Wenn man zu viel lacht oder im falschen Moment lacht, dann ärgern sich die anderen Menschen über einen. Yes. So you learn to not be, happy. So lernt man nicht glücklich zu sein. There's a lot of people in the world who are not happy. Es gibt viele Menschen auf der Welt, die nicht glücklich sind. And pretty much people can let you be as happy as they are. And if they're not happy, you're out of luck. Normalerweise können einen die Menschen so glücklich sein lassen, wie sie selbst sind. Und wenn sie nicht glücklich sind, dann hat man Pech gehabt. So this is a chance for you to give back to yourself your happiness and amusement. Das ist jetzt die Chance für dich, dass du dir selbst dein Glück und dein Lustigsein zurückgeben kannst. Because your chakras vibrate at a very high rate. Die Chakren schwingen auf einer sehr hohen Ebene. Your chakras vibrate at way higher rate than your physical body. Sie schwingen viel höher als der stoffliche Körper. So when you're vibrating more at the physical serious level, well, then you won't be able to see the chakras. Und deswegen ist es so, dass wenn du mehr auf der stofflichen, schweren Ebene schwingst, dann wirst du die Chakren gar nicht sehen können. And the chakras are vibrating at a very light, fine level. Die Chakren schwingen auf einer ganz feinen, leichten Ebene. Even the first chakra, which is the lowest vibration of the 7 major chakras. Sogar das erste Chakra, das die tiefste Schwingung der 7 Hauptchakren hat. So the first chakra, as you look at the first chakra, just let it be. You can even see it in front of you on the screen like a disk of energy. Schau das erste Chakra an vor dir auf deinem Bildschirm wie eine Energiescheibe und lass es einfach sein, wie es ist. This is the great thing about psychic work. Das ist das Großartige an der feinstofflichen Arbeit. You could do it whatever way you like to do it. Man kann es genauso machen, wie man es am liebsten machen möchte. It's like working with an incredibly sophisticated computer. Es ist, als ob man mit einem unglaublich raffinierten Computer arbeiten würde. So let's say if you had an amazing computer that was connected to a telescope somewhere. Wenn man einen ganz tollen Computer hätte, der irgendwo mit einem Teleskop verbunden ist,
And you decide, okay, I want to see Jupiter now. Und du dann beschließt, ich möchte jetzt gerne Jupiter sehen. And you type in a few keystrokes, and then next thing you see Jupiter right in front of you on the screen. Dann drückst du ein paar Tasten und schon siehst du vor dir auf dem Bildschirm den Jupiter. And then you decide, oh, I want to see Jupiter from north of Jupiter. Und dann beschließt du, dass du den Jupiter aus seinem Norden sehen möchtest. But from north of Jupiter, you'll see it on your screen, but you could only see half of Jupiter. Und vom Norden des Planeten kannst du auf deinem Bildschirm nur den halben Planeten sehen. So then you decide, oh, I want to go on to the other side, to the south of Jupiter, and look from there. Dann beschließt du, auf die südliche Seite zu gehen und von dort zu schauen. But you didn't have to move at all from your chair. You're still looking at the screen on the computer. Aber du musstest dich nicht von deinem Stuhl erheben, du schaust immer noch deinen Computerbildschirm an. It's a little bit like that in psychic seeing. Etwa so ist es auch beim hellsichtigen Sehen. If you're at a place where you're looking at the first chakra, where it is in relationship to the physical body, you can do that. Wenn du schauen möchtest, wo im stofflichen Körper sich das erste Chakra befindet, dann kannst du das. But if you're learning just about the first chakra and you want to just see the first chakra without anything else, you can see it that way too. Aber wenn du das erste Chakra ohne Zusammenhang betrachten möchtest, dann kannst du es auch so machen mit dem Bildschirm. It's completely based on your choice. Es kommt einfach darauf an, was du dir wünschst. And the beginning part of it is exactly like imagining it. Am Anfang ist es genauso, wie wenn man sich etwas vorstellt. You just imagine, there it is. Du stellst es dir vor und da ist es. So as you look at just the first chakra, you'll notice it's like a disc. Wenn du jetzt einfach das erste Chakra anschaust, dann wird dir auffallen, dass es wie eine Scheibe aussieht. And just notice the quality of energy. Nimm die Energiequalität wahr. You may not be able to describe it with words very easily. Vielleicht kannst du sie nicht leicht in Worten beschreiben. But notice that you can see it and you could know the energy. Aber nimm wahr, dass du es sehen kannst und dass du die Energie kennen kannst. And this is one of the things you'll find. You know a lot more than you can think about. So wirst du feststellen, dass du sehr viel mehr weißt, als du denken kannst. The difference between knowing and thinking energetically is huge. Der Unterschied zwischen energetisch etwas kennen und energetisch etwas, seins verpasst. The difference between, sorry, can you say it again, please? The difference between the energy of knowing and thinking is huge. Der energetische Unterschied zwischen etwas kennen und etwas denken ist riesig. Thinking is very, very low vibration compared to knowing. Denken ist im Vergleich zu Wissen eine ganz tiefe Schwingung. So knowing is so fast and simple. Most people miss it. Wissen geht so schnell und einfach, dass es den meisten Menschen durch die Lappen geht. By the time you think about what do I know, you've already known it. Bis du dazu kommst, darüber nachzudenken, was du weißt, weißt du das längst. And knowing is so much more comprehensive. If you try to describe it in words, it might take a while. Wissen ist viel umfassender, deswegen braucht es vielleicht eine ganze Weile, bis du das mit Worten umschreiben kannst. But when you're meditating, you don't have to explain it to anybody else. Aber wenn du meditierst, brauchst du das nicht jemand anderem zu erklären. You know it and you experience it. Du weißt es und du erlebst es. So as you're looking at your first chakra energy, you start to know a lot about it. Wenn du die Energie deines ersten Chakras betrachtest, dann beginnst du sehr vieles darüber zu erkennen. Like I mentioned earlier, the first chakra generally basically has to do with self-preservation and survival. Ich habe ja schon gesagt, dass das erste Chakra viel zu tun hat mit Selbsterhaltung und Überleben. But survival is really only about the body.
Aber beim Überleben geht es nur um etwas Körperliches. Remember, you as spirit never dies. Denk daran, du als Seele kannst nicht sterben. No one can kill you as spirit. Keiner kann dich als Seele umbringen. So there's no even concept of survival in spirit. In der Seele gibt es nicht einmal die Idee, das Konzept von Überleben. Survival is only about the body. Beim Überleben geht es immer um den Körper. But when you, as a soul, identify more with the body, you start to think that I'm going to die. Aber wenn du als Seele beginnst, dich mehr mit dem Körper zu identifizieren, dann kommst du auf die Idee, dass du sterben wirst. Then there becomes a question of, oh, who is the I that's going to die? Und dann kommt die Frage, wer ist denn dieses Ich, das sterben wird? And this is one of the questions that the first chakra answers all the time. Das ist eine der Fragen, die das erste Chakra unablässig beantwortet. Depending on what kind of images you have kept in your first chakra about who you are, death is different. Es kommt darauf an, was du in deinem ersten Chakra für Bilder darüber festhältst, wer du bist. Dann ist der Tod je nachdem etwas anderes. So for a soul that's completely imagine that it is the body, physical body, death is one thing. When the body dies, you're dead. Wenn eine Seele sich voll und ganz mit dem Körper identifiziert, dann heißt das, wenn der Körper stirbt, dann stirbt auch das Ich. But let's say you start to become aware you're way more than the body. Wenn dir aber bewusst zu werden beginnt, dass du viel mehr bist als der Körper, then, you might have images in your first chakra that says you're a man or you're a woman. dann hast du vielleicht Bilder in deinem ersten Chakra, die besagen, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau. It's still the body, but it's more specific. Das ist zwar immer noch der Körper, aber es ist spezifischer. So you'll feel like you're going to die if you can't continue to be a woman or a man. So hast du vielleicht das Gefühl, dass du sterben müsstest, wenn du nicht weiter eine Frau oder ein Mann sein kannst. It could become even more on a personality level. Oder vielleicht bezieht es sich mehr auf die Persönlichkeit. When you're identified as a very nice person, you'll die if people start to think you're a very mean person. Wenn du dich für einen sehr netten Menschen hältst, dann hast du das Gefühl zu sterben, wenn dich andere als gemein betrachten. So if somebody says you're really mean, you might start to defend yourself. No, I'm not. I'm nice. Wenn jemand sagt, du bist so gemein, dann möchtest du dich vielleicht verteidigen und sagen, nein, ich bin nett. But if you don't identify as any of those images, you're home free. Aber wenn du dich mit keinem dieser Bilder identifizierst, dann bist du frei. Then if somebody says, oh, you're a rotten person, you go, oh, thank you very much. Wenn dann jemand sagt, du bist ein schrecklicher Mensch, dann sagst du herzlichen Dank. And you could be in great amusement because you know it's not true. Und dann kannst du lustig sein, weil du weißt, es stimmt nicht. You wouldn't have to defend yourself or prove it to them that you're not a bad person. Du musst dich dann weder verteidigen noch dem anderen beweisen, dass du kein schlechter Mensch bist. Because you know that's their opinion and their problem. Denn du weißt, das ist die Meinung und das Problem des anderen Menschen. When someone judges you, it's not your problem. Wenn jemand dich verurteilt, ist das nicht dein Problem. It's always the problem of the person doing the judging. Es ist immer das Problem des Menschen, der urteilt. But almost everyone at least starts off trying to solve somebody else's judgment about themselves. Fast jeder Mensch versucht irgendwann oder am Anfang, die Urteile der anderen Menschen über ihn zu lösen. And the minute you do that, you get stuck with their problem. Und in dem Moment, wo du das tust, hängst du am Problem des anderen fest. So this first chakra contains a lot of information and images from your past that defines who you are.
Das erste Chakra enthält viele Bilder und Ideen aus der Vergangenheit darüber, wer du bist. And any kind of images of who you are in the first chakra devotedly tries to make that image of you survive. Und das erste Chakra versucht immer getreulich, diese Bilder, die du da hast über dich selbst, überleben zu lassen, also zu erhalten. And depending on how you learn, what kind of decisions you made to survive, that's what the first chakra is going to try to do each time. Und je nachdem, was du gelernt hast, was nötig ist zum Überleben, das wird das erste Chakra dann immer wieder anzuwenden versuchen. If you learn to survive early as a child by running away from the bully, running away becomes a way to survive. Wenn du als Kind gelernt hast, vor den stärkeren, größeren Kindern wegzulaufen, dann wird das Weglaufen zu deiner Strategie zum Überleben. And anytime there's a threat to you, the answer is to survive, you run away. Und jedes Mal, wenn du dich bedroht fühlst, wirst du also weglaufen von dem, was du als Bedrohung wahrnimmst. But you all know that, sometimes if it's just a physical survival and running might be the best way to survive, that's okay. Ihr wisst ja alle, dass es draußen in der Welt Momente gibt, wo Weglaufen die angebrachte Reaktion ist. But in most things in life, that's not going to solve the problem. Aber in den meisten Situationen im Leben wird das Problem nicht lösen. So even though the first chakra is telling you, you got to run away, you decide, no, I'm not going to run away this time. Dann wirst du also, obwohl das erste Chakra dir sagt, renne, renne, wirst du dich dafür entschließen, da zu bleiben. Over time, you might have gained the wisdom that, to solve a problem like this, I have to communicate. Mit der Zeit wird dir vielleicht klar, dass du, um ein solches Problem zu lösen, kommunizieren musst. And if you do that repeatedly, pretty soon the first chakra finally starts to say, okay, you can survive that way. Und wenn du das immer wieder tust, dann wird das erste Chakra früher oder später sagen, aha, so kann man auch überleben. But the more you start to become aware of what the first chakra does, then instead of taking a long time, you could just eliminate the pictures from the first chakra that tell you this is the way it has to be. Je mehr dir klar wird, wie das erste Chakra vorgeht, desto leichter wird es, einfach die Bilder zu nehmen, zu entfernen, die dir sagen, wie es zu gehen hat. And especially if you're grounded from the first chakra, then it's not as intense just to start with. Und wenn du gut geerdet bist vom ersten Chakra aus, dann wird es nicht so intensiv sein von Anfang an. But let's say something happens and you weren't so grounded and it's intense for you. Sagen wir mal, es ist etwas passiert, du warst nicht so gut geerdet und es war sehr intensiv. So the first thing you do is, stop and ground yourself. Dann musst du sofort innehalten und dich erden. And let go as much of that energy as you can, just through the grounding to the center of the earth. Und lass so viel Energie wie möglich über die Erdung in die Mitte der Erde abfließen. Now, sometimes just the grounding changes everything. Manchmal verändert sich alles bereits durch das Erden. But at the very least, it'll reduce the intensity of the energy where you'll be able to handle it better. Aber mindestens wird die Intensität der Energie sich so verringern, dass du damit umgehen kannst. So then you know, oh yeah, this is just the survival pictures lighting up. Dann wird dir, go ahead. Dann wird dir klar, dass hier nur wieder ein Bild aufgeleuchtet hat, wie du überleben solltest. I don't have to become that. Und dir wird klar, dass du nicht dazu werden musst. That's just old survival information. Das ist alte Überlebensinformation. So the next thing you do is imagine that rose out in front of you. Als nächstes stellst du dir dann diese Rose vor dir vor. And just decide that any of those survival pictures that no longer work for you go into that rose. Und stellst dir vor, wie diese Überlebensbilder, die nicht mehr funktionieren für dich, in diese Rose hineinfließen. And all that feeling and thoughts of, oh no, I have to run away or whatever, goes into All that diese rose.
All diese Gefühle oder Gedanken, die besagen, schnell weg hier oder was es auch immer ist, gehen in diese Rose hinein. And then you just explode the whole thing. Und dann lässt du das Ganze platzen. And you'll notice, oh, there's even more of a difference. Dann wirst du merken, dass der Unterschied größer wird. And it gives you enough space and certainty to decide, I'll do it differently. Und du bekommst genug Platz und genug Sicherheit, um es anders machen zu können. Instead of what the survival is telling me I have to do, I'll first communicate. Statt dass du dem folgst, was der Überlebenstrieb dir sagt, sei nötig, kommunizierst du als erstes mal. Or I could even decide to be in amusement, even in this situation. Oder du könntest dich dafür entscheiden, sogar in dieser Situation lustig zu sein. It's not as bad as it seems. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. In fact, I could have fun with it. Eigentlich könnte mir das Spaß machen. Oh, in fact, I just remembered, I'm a creative spiritual being. Ach so, ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich ja ein schöpferisches, seelisches Wesen bin. I have limitless creative power. Ich habe grenzenlose schöpferische Macht. Instead of becoming what used to be, I could make up something new. Statt zu dem zu werden, was früher schon so war, kann ich etwas Neues erfinden. I don't have to do what everybody else does. Ich brauche es nicht so zu machen wie alle anderen. I can create a new solution. Ich kann eine neue Lösung erschaffen. So these are some of the things that over time you start to be able to create. Das sind so die Dinge, die du mit der Zeit zu erstellen lernen wirst. Rather than becoming the effect of whatever pictures are running in the first chakra. Anstatt dass du dich von den Bildern beherrschen lässt, die im ersten Chakra kreisen. All right, give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. And just decide to let your first chakra just be. Lass dein erstes Chakra einfach sein. And then would you say hello to your second chakra? Und dann begrüße dein zweites Chakra. And notice immediately as you change your attention to the second chakra, energy changes. Und nimm wahr, wie sofort, wenn du deine Aufmerksamkeit vom ersten zum zweiten Chakra bewegst, sich die Energie verändert. The first chakra is still working, but your attention now is on the second chakra. Das erste Chakra funktioniert weiter, aber mit deiner Aufmerksamkeit bist du jetzt beim zweiten Chakra. And when you're looking at the chakras, or basically any energy, don't concentrate. Wenn du ein Chakra betrachtest oder irgendeine Energie, dann konzentriere dich nicht. Concentration is kind of a mental effort. Konzentration ist eine mentale Anstrengung. You learn to do that in school. Du lernst das in der Schule. And some of you learn to do it in your families because everybody demanded that you concentrate. Und andere haben das auch in der Familie lernen müssen, weil alle von euch verlangt haben, dass ihr euch konzentrieren sollt. And there's another thing that requires time and space to do. Und das braucht Zeit und Raum, damit man das tun kann. That's why there's no concentration in spirit. Deswegen gibt es im Geist, in der Seele keine Konzentration. So give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. So in spirit, working on a spiritual level, being totally relaxed and effortless is the most effective. Auf der geistigen Welt bekommt man die besten Ergebnisse, wenn man völlig entspannt und ohne Anstrengung ist bei der Arbeit. So as you're learning this and practicing, anytime you find yourself trying or concentrating, relax, just go, oh, okay, I don't need to do that. Wenn du also beim Üben feststellst, dass du dich anstrengst oder dich konzentrierst, dann entspanne dich und sage, ach so, das ist ja gar nicht nötig. So as you're looking at the second chakra now, Wenn du again, jetzt das zweite Chakra anschaust, looks like a energy disk. auch das sieht aus wie eine Energiescheibe. And notice the different quality of the second chakra energy from the first one. Nimm wahr, was die Energie des zweiten Chakras von jener des ersten Chakras unterscheidet. And the second chakra is predominantly a feeling chakra.
Das zweite Chakra ist vorwiegend ein Fühlchakra. The psychic part of the second chakra works like a radar. Der feinstoffliche, übersinnliche Teil des zweiten Chakras funktioniert wie ein Radar. So as the energy goes out and bounces off of other energies that you have your attention on the second chakra level, it comes back. Wenn die Energie aus dem zweiten Chakra austritt und auf andere Energien trifft, denen du deine Aufmerksamkeit schenkst, dann kommt die Energie wieder zurück. And you experience the energy that comes back into the second chakra as your feeling. Und die Energie, die ins zweite Chakra zurückfließt, nimmst du als Gefühl wahr. And this is called clairsentience. Das nennt man Hellfühlen. So you're feeling on a psychic level different than physical feeling. Das Fühlen ist auf der feinstofflichen Ebene anders als auf der stofflichen. It's a direct feeling of the energy. Man spürt die Energie, man fühlt die Energie unmittelbar. And pretty much all of you here today are very sensitive at this level. Praktisch alle von euch heute hier sind auf dieser Ebene sehr sensibel. And sometimes you've had difficulties because you felt too much of everybody else's energies. Manchmal hattet ihr Schwierigkeiten, weil ihr die Energie aller anderen Menschen zu stark wahrgenommen habt. But when you notice you're feeling others' energies, just be neutral. Wenn du merkst, dass du die Energien anderer Menschen fühlst, dann sei einfach neutral. Especially if the people you're feeling are in pain. Vor allem, wenn die Menschen, deren Energie du spürst, Schmerzen haben, leiden Or in a very negative type of emotional state. oder in einem sehr negativen emotionalen Zustand sind. How you can start to give yourself a lot more space to just be where you are, you need to be in amusement. Wenn du dir sehr viel mehr Raum geben möchtest, um so zu sein, wie du bist, dann kannst du das so machen, dass du lustig bleibst dabei. So even though you're feeling somebody else's unhappiness, you could be happy for yourself. Obwohl du das Unglücklichsein, das Leiden eines anderen Menschen spürst, kannst du für dich selbst glücklich sein. So here, would you imagine a new rose out in front of you? Stell dir eine weitere Rose vor dir vor And just ask yourself on a knowing level, out of 0 to 100%, how much of what you're feeling right now in your second chakra is not your energy? und befrage dein inneres Wissen. Auf einer Skala von 0 bis 100%, wie viel von der Energie, die du im zweiten Chakra spürst, ist nicht deine? Some of you may be surprised how much is not your energy. Einige von euch sind vielleicht überrascht, wie hoch dieser Wert liegt. This is true for most people when they're starting to work with chakras. They'll find mostly other people's energies. Das gilt für die meisten Menschen. Wenn sie anfangen, mit den Chakren zu arbeiten, finden sie dort vorwiegend Energien anderer Menschen vor. Remember, these chakras are very sensitive. Denkt daran, diese Chakren sind sehr sensibel. Depends on what you have your attention on. Es kommt immer darauf an, wo man seine Aufmerksamkeit hat. Many of you worry about how other people are feeling a lot of times. Viele von euch machen sich sehr oft Sorgen darüber, wie sich andere fühlen. Especially people you care about. Vor allem jene, die ihr gut mögt. And if you're worried, you're not worried that they are happy. Und wenn ihr euch Sorgen macht, dann befürchtet ihr ja nicht, dieser Mensch sei glücklich, You're worried that something's wrong. sondern ihr fürchtet, dass etwas nicht stimmen könnte. So you tune into, on a feeling level, anything that's amiss in their feeling. So stimmt ihr euch auf der Gefühlsebene auf alles ein, was auf der Gefühlsebene des anderen nicht stimmt. So as you create that rose out in front of you, would you just decide whatever other people's energies you've been feeling in the second chakra, let it go into that rose. Beschließe jetzt, dass du alle Energien anderer Menschen, die du im zweiten Chakra gefühlt hast, in diese Rose hineingehen lässt.
See the energy flowing out of your second chakra and going into that rose. Schau zu, wie die Energien aus deinem zweiten Chakra herausfließen und in die Rose hineingehen. And then explode the rose. Und dann lass die Rose platzen. Now, after that, just decide that you would like the second chakra to tune to your own feeling energy. Jetzt beschließe, dass du dein zweites Chakra auf deine eigene Energie einstimmen möchtest. Because with the second chakra, it's a feeling chakra predominantly. You can feel your own energy. Das zweite Chakra ist ja vorwiegend ein Gefühlschakra. Damit kannst du deine eigene Energie fühlen. Give yourselves a deep breath Gib dir einen tiefen Atemzug and notice when you've decided to feel your own energy, what the changes are. und nimm wahr, was sich verändert, wenn du beschließt, deine eigene Energie zu spüren. So this is a good practice to start with the second chakra, is every day, try this out. Das ist eine gute Übung, wenn man das jeden Tag ausprobiert mit dem zweiten Chakra. And anytime you're not feeling very good, do a little bit of this energy work. Und jedes Mal, wenn es dir nicht so gut geht, mach ein bisschen von dieser Energiearbeit. Give yourselves a deep breath and let your second chakra just be. Gib dir einen tiefen Atemzug und lass dein zweites Chakra einfach sein. And in fact, would you just decide to turn down your second chakra to 10% of what it normally is? Und beschließe, dass du das zweite Chakra auf 10% dessen herunterdrehen möchtest, wo es normalerweise funktioniert. Actually, 10% of what its full potential is. Also 10% seines vollen Potenzials. And also, would you just say hello to your first chakra again and turn down your first chakra to 10% of its full potential? Und begrüße auch dein erstes Chakra noch einmal und drehe es herunter auf 10% seines vollen Potenzials. And notice the difference in your energy field Und nimm den Unterschied wahr in deinem Energiefeld and your experience. und in deiner Erfahrung. In a meditation especially, you don't have to have those two chakras open all the way. Vor allem beim Meditieren braucht man diese beiden Chakren nicht ganz offen zu haben. So by turning it down to the minimum, oh, you still survive, you still could feel, but you're not tuned into everything and everyone else. Wenn man sie auf ihr Minimum herunterdreht, dann kann man zwar immer noch überleben und man kann immer noch fühlen, aber man ist dann den Energien aller anderen nicht so stark ausgesetzt. And of course, with practice, you'll be able to do this more and more, where you turn more within your own awareness and energy during meditation, so you can become more aware of yourself. Und je mehr du das übst, desto leichter fällt es dir in der Meditation, dich auf deine eigenen Energien einzustimmen, weil es ja darum geht, wer du selbst bist. Next, would you say hello to your third chakra by the solar plexus? Begrüße als nächstes dein drittes Chakra am Sonnengeflecht. And once again, see it in front of on your screen. Schau es dir an, vor dir auf dem Bildschirm. You might notice what kind of a color it is, the quality of energy. Vielleicht nimmst du die Farbe wahr oder die Energiequalität. And some of you may already be seeing it, but chakras have a spin. Chakra haben eine Drehrichtung. And the inner part of the chakra goes clockwise as you look at it. Der innere Teil des Chakras bewegt sich im Uhrzeigersinn. And the outer part of the chakra goes counterclockwise. Und der äußere Teil des Chakras bewegt sich im Gegenuhrzeigersinn. So as you're looking at the chakra, just imagine you can let it look the way it really does. Wenn du das Chakra betrachtest, dann beschließt du, es so zu sehen, wie es wirklich ist. You might start to see some movement in there. Vielleicht siehst du eine Bewegung da drin. And once again, notice the difference in this chakra of the energy. Und nimm wahr, wie anders die Energie hier ist in diesem Chakra. The basic part of the third chakra, it deals with energy distribution on all levels. Das dritte Chakra hat zu tun mit der Verteilung der Energie auf allen Ebenen. Everything from the physical level of metabolism of the body.
Alles von der stofflichen Ebene über, also der Stoffwechsel des Körpers. It's converting food energy and air and water energy into usable energy in the body. Die Verwandlung von Luft, Wasser und Nahrungsmitteln in Energien, die der Körper verwenden kann. Now, on a more subtle level, it's also energy distribution. Auf einer feinstofflicheren Ebene geht es ebenfalls um die Verteilung von Energie. Which really means how much of what kind of energy goes where. Es bedeutet einfach, wie viel von welcher Art von Energie wohin fließt. So when you change your emotional state, this part sends energy to the right levels. Wenn du deinen emotionalen Zustand veränderst, dann schickt dieser Teil die Energie an den richtigen Ort. So then the energy flow and the kind of energy in the body and in your whole field changes with your different emotions. Dann wird sich der Energiefluss und die Art der Energie, die fließt, mit deinen Gefühlen verändern. And this chakra has a lot to do with your certain kinds of wanting something. Dieses Chakra hat auch mit dem Begehren zu tun, mit dem Wünschen. Because what happens when you want something, you have to have certain kinds of energy go to certain places to want them. Wenn du dir etwas wünschst, dann müssen gewisse Energien an gewisse Orte fließen, damit du etwas wünschen kannst. And then when you decide how you're going to go get that thing you want, the energy distribution changes again. Und wenn du dann beschließt, wie du das anstellen möchtest, das zu bekommen, dann wird sich der Energiefluss erneut verändern. In your relationships with other people, the role you play in relationship to that person changes the energy distribution. Die Rolle, die du spielst in deinen Beziehungen mit anderen Menschen, verändert die Energieverteilung. For example, if you're being a stern disciplinarian, it's a different energy flow. Wenn du zum Beispiel ein strenger Zuchtmeister bist, dann ist das ein anderer Energiefluss. Then if you're being a kind and gentle friend. Als wenn du ein sanfter, netter Freund bist. If you're being the boss at work, that's a different energy distribution than being a servant at the home. Wenn du der Vorgesetzte bist bei der Arbeit, ist das eine andere Energieverteilung, als wenn du zu Hause dienend tätig bist. So the third chakra is involved in all the different shifts you make in life. Das dritte Chakra hat also mit all diesen verschiedenen Übergängen im Leben zu tun. And it also, because it has to do with energy distribution, sometimes when you're tired, you're not getting the right kind of energy in the right places to do what you need to do. Und weil es mit Energieverteilung zu tun hat, ist es so, dass wenn du müde bist, du manchmal nicht die Energie an die Orte schicken kannst, wo sie gebraucht würde, um etwas zu tun. Okay, give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. And just let your third chakra be. Lass das dritte Chakra sein. And this chakra, a little bit different between women and men. Dieses Chakra unterscheidet sich bei Männern von dem bei Frauen. For the women, would you just decide to let this chakra turn down to about 70% of its full potential? Die Frauen unter euch dreht das Chakra auf etwa 70% seines vollen Potenzials herunter. Just for the men, would you decide to let this third chakra turn down to 60% of your full potential there? Die Männer drehen es auf 60% seines vollen Potenzials herunter. The difference in the energy is because men don't have the whole equipment to produce babies. Der Unterschied besteht darin, dass die Männer nicht über die Ausrüstung verfügen, um Kinder zu machen. And so therefore,
whether you are able to have children anymore or you don't want to have them or you can't have them, doesn't matter if you're a woman, this extra energy continues to circulate in that part of your subtle body. Bei den Frauen ist es egal, ob ihr noch im gebärfähigen Alter seid oder nicht, oder ob ihr Kinder haben wollt oder nicht. Die entsprechende Energie zirkuliert auf jeden Fall in diesem Teil des Körpers. But since men don't have that, they don't need to have that extra 10% energy. Aber da die Männer nicht darüber verfügen, brauchen sie auch diese 10% Energie nicht. All right. Give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. Now would you say hello to your fourth chakra? Jetzt Center of begrüße your dein chest. viertes Chakra. It's often called the heart chakra, heart center. Man nennt das oft das Herzzentrum, das Herzchakra. This is the center of affinity. Das ist das Zentrum der Verbundenheit. It's the center that's whose function it is to experience or have the capacity to experience oneness. Es ist das Zentrum, das mit der Fähigkeit zu tun hat, Einssein erleben zu können. And this is a chakra that a lot of people have difficulties with if they decide to experience oneness with outside of themselves. Viele Menschen haben Schwierigkeiten mit diesem Chakra, wenn sie beschlossen haben, eins zu werden mit etwas außerhalb von ihnen. They don't realize, oh, if they decide I have total oneness with this other person out there, they split off from themselves. Sie merken nicht, dass wenn sie beschließen, mit einem anderen Menschen da draußen eins zu werden, sie sich dann von sich selbst abspalten. On the other hand, if the person decides, oh, I can have oneness with myself, inner self, Wenn aber der Mensch sich dafür entscheidet, eins zu werden mit seinem inneren Selbst, then you'll be complete within yourself. dann ist man in sich selbst vollständig. And the less divided you are within yourself, the more you're going to experience the truth that all is one. Und je weniger getrennt du in dir selbst bist, desto leichter fällt es dir, die Wahrheit zu erleben, dass alles eins ist. Then less and less are you inclined to experience oneness with one person and division with everybody else. Dann wirst du immer weniger danach streben, das Einssein mit einem Menschen zu erleben und dich von allem anderen abzutrennen. Since you're experiencing oneness with yourself as spirit, you experience oneness with all spirit. Wenn du mit dir selbst als Seele eins bist, dann wirst du eins mit allem geistig-seelischen. Then you don't have to, it doesn't matter who you're with, you still experience that oneness. Und dann spielt es keine Rolle, mit wem du zusammen bist. Du wirst dieses Einssein nicht mehr verlieren. But if you only decide, oh, I have oneness with this one person, then it's outward. So you can't experience the true inner oneness. Wenn du dich aber dafür entscheidest, das Einssein mit einem anderen Menschen da draußen zu erleben, dann kannst du nicht das innere Einssein haben. So as you're looking at the fourth chakra in front, notice the quality of energy there. Schau das vierte Chakra an vor dir. Welche Energiequalität hat es? And this time you could imagine a gauge from 0 to 100% to see how much at this point are you trying to experience oneness outside of yourself with other people's energies and see what percentage you get. Stell dir eine Messlatte von 0 bis 100% vor und schau mal, bis zu welchem Prozentsatz du versuchst, die Einheit mit anderen Menschen da draußen zu erreichen. And whatever the percentage is that's with other people separate, would you put it in the rows, all the energy that's not yours in the fourth chakra? Und leg jetzt diesen Prozentsatz mit aller Energie im vierten Chakra, die nicht deine ist, in diese Rose hinein. Let it all go into that rose, and then once it's in, explode the whole thing in a flash of light. Wenn alles drin ist, lässt du alles in einem Blitz platzen.
And give yourselves a deep breath. Would Gib you dir bring einen, in, oh, go ahead. gib dir einen tiefen Atemzug. And bring in another gold sun all the way in and fill up all your chakras, especially your first to the fourth chakras. Bring eine goldene Sonne herein und lass alle Chakren sich anfüllen, damit vor allem das erste, zweite, dritte und vierte. And then be aware in the center of your head again and say hello to your fifth chakra. Sei mit deinem Bewusstsein mitten in deinem Kopf und begrüße dein fünftes Chakra, Your throat chakra. dein Kehlchakra. It's a major chakra of all levels of communication and creative self-expression. Das ist das Hauptchakra der Kommunikation auf allen Ebenen und des schöpferischen Selbstausdrucks. On a psychic level, the chakra is where you have your clairaudient and telepathic abilities. Hier sind die hellhörenden und telepathischen Fähigkeiten angesiedelt. You also have your practical intuition ability here in the fifth chakra. Auch die praktische Intuition ist im fünften Chakra angesiedelt. Probably all of you have experienced that many times in your life. Die meisten von euch haben das viele Male im Leben erlebt. Where you know, oh, I should check the mailbox because somebody might have written to me. Wo ihr wisst, ihr solltet in den Briefkasten schauen, weil euch jemand geschrieben hat. Oh, of course, now it's email box. Jetzt ist es natürlich die E-Mail, der E-Mail-Briefkasten. And when you check, sure enough, an email comes in. Und wenn du dann schaust, kommt gerade eine E-Mail herein. Or you might know, oh, my mother's going to call me. Oder vielleicht weißt du im Voraus, dass deine Mutter dich anruft. And 5 seconds later, your phone rings. Und 5 Sekunden später klingelt das Telefon. So that's just a common, simple example of practical intuition. Das sind ganz einfache Beispiele für praktische Intuition. Notice the quality of the fifth chakra. Nimm die Qualität des fünften Chakras wahr. It's much more complex. Es ist viel komplexer. Give yourself a deep breath and let your fifth chakra just be. Gib dir einen tiefen Atemzug und lass das fünfte Chakra einfach sein. Now would you say hello to your sixth chakra? Jetzt begrüße dein sechstes Chakra. As you look at the sixth chakra on your screen, notice the difference in the energy here. Betrachte das sechste Chakra auf deinem Bildschirm und nimm wahr, welcher Unterschied in der Energie besteht. Notice how much more finer and lighter this energy is. Nimm wahr, wie viel feiner und leichter diese Energie beschaffen ist. And it has a very wide band of frequencies. Sie hat eine sehr weite Bandbreite von Schwingungen. So here, this is the center of clairvoyance. Hier befindet sich das Zentrum des Hellsehens. You're seeing. Du siehst. This is where you see the truth. Hier siehst du die Wahrheit. Okay. Over the classes to come, we'll be working with this more and more. In den kommenden Abenden werden wir immer mehr damit arbeiten. But as you practice with your practice of imagining without any effort, you'll use this chakra more. Wenn du übst, diese Dinge ohne Anstrengung zu praktizieren, dann wirst du dieses Chakra entwickeln. And just become more aware of what is it that you're looking at within your own mind. Lass dir bewusst werden, was du in deinem eigenen Geist betrachtest. And start to consciously be aware of looking at spirit. Und werde dir immer bewusster gewahr, dass du das Geistige betrachtest. Or looking at the limitless or eternal. Dass du das Grenzenlose, Ewige betrachtest. Then you'll be looking at the solution more rather than all the problems in the world. Dann wirst du deine Aufmerksamkeit mehr auf die Lösungen richten, als auf die ganzen Probleme auf der Welt. All right, just let your sixth chakra be. Lass dein sechstes Chakra einfach sein. And then now would you say hello to your crown chakra at the top of your head?
Und begrüße jetzt dein Kronenchakra oben an deinem Kopf. This crown chakra is for your comprehensive, intuitive knowing. Und beim Kronenchakra geht es um das umfassende, intuitive Wissen. It's also the center of your transmediumship, Es ist auch das Zentrum der Medialität, where you fully get out of your body as spirit or come back in. wo du als Seele voll und ganz aus dem Körper austrittst und wieder hereinkommst. So this is the chakra of experiencing the direct experience of spirit. Das ist das Chakra, mit dem du die Seele, das seelisch-geistige direkt unmittelbar erfahren kannst. And you can say this crown chakra is the master chakra of all the chakras. Deswegen kann man auch sagen, das Kronenchakra ist das Meisterchakra aller Chakren. So as you look at the chakra on your screen, notice the different kind of quality of energy of your crown chakra. Betrachte das Chakra auf deinem Bildschirm, schau, was es für eine besondere andere Energieschwingung hat. And you can even create an image of a rose, vacuum cleaner rose. Du kannst das Bild einer Staubsaugerrose erstellen. And one more time, just go around the crown chakra, cleaning up anybody else's energies off of there. Und noch einmal aus dem Kronenchakra die Energie aller anderen Menschen absaugen. Of all the chakras in your body, make sure you own the chakra. It's totally yours. Von allen Chakren im Körper ist dies das Wichtigste, dass man sich immer wieder vergewissert, dass das Kronenchakra ganz uns selbst gehört. Because this is also where you have the certainty, your certainty in yourself as the spirit that you are. Denn hier ist auch die Gewissheit unserer selbst als die Seele, die wir sind, angelegt. This is the chakra where you just sit and just know. Das ist das Chakra, wo man sitzt und weiß. No effort, no doing anything, you just know. Ohne Anstrengung, ohne etwas zu tun, einfach wissen. And in your meditation, just tune into this chakra and just know what you know. Stimme dich in der Meditation ein auf dieses Chakra und wisse, was du weißt. Right now, just know and see what you know. Gerade jetzt, sehe und wisse, was du weißt. And now would you just decide, you know yourself as the spirit that you are. Beschließe, dass du dich selbst kennst als der Geist, die Seele, die du bist. Notice what you experience. Nimm wahr, was du erlebst. This level of knowingness is totally experiential. Diese Ebene des Wissens ist vollkommen erfahrungsorientiert. All right. And as you're knowing yourself in your space, would you imagine a giant gold sun above your head? Du weißt und kennst jetzt dich selbst in deinem Raum. Erstelle jetzt eine riesige goldene Sonne über deinem Kopf. And just gently bring in that golden sun of life force energy into your crown chakra. Bring diese goldene Sonne voller Lebenskraft sanft herein in dein Kronenchakra. Imagine that crown chakra turning all gold. Stell dir vor, wie das Kronenchakra ganz golden wird. And then now to the sixth chakra, filling it all up. Dann füllst du das 6. Chakra ganz und gar an. To the fifth chakra in your throat. Das 5. in der Kehle. The fourth chakra in the chest. Das 4. in der Brust. The third chakra in the solar plexus region. Das 3. am Sonnengeflecht. The second chakra below your navel. Das 2. Chakra unter dem Nabel. The first chakra just above the tip of your tailbone. Das 1. Chakra knapp über dem Ende des Steißbeins. Give yourself a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. Continue to bring in that golden sun into your knee chakras and your feet chakras and your hand chakras. Bring diese goldene Sonne weiter herein in die Kniechakren, Fußchakren, Handchakren.
And as all those chakras start to fill up full, let the gold sun expand into every cell of your body. Und wenn die Chakren ganz angefüllt sind, lass die goldene Sonne sich weiter ausdehnen in jede Zelle deines Körpers hinein. And imagine your entire body coming alive, every cell. Stell dir vor, wie dein ganzer Körper in jeder Zelle ganz und gar lebendig wird. And then let that golden sun expand beyond the skin of your body into the layers of your aura around your body. Dann lässt du die goldene Sonne sich weiter ausdehnen über die Begrenzung deines Körpers hinaus in dein Feld. Give yourselves a deep breath. Gib dir einen tiefen Atemzug. And just when your aura is completely golden, filled up with the golden energy, stretch. Wenn deine Aura ganz und gar angefüllt ist mit dieser goldenen Energie, dann dehne dich. And as you're stretching, just say hello to the center of your head, to yourself as the spirit light that you are. Begrüße dich in der Mitte deines Kopfes als das Seelenlicht, das du bist. Congratulate yourself. Beglückwünsche dich selbst. And gently bend on over. Beuge dich sanft vorne über. Drain off any excess energies out of your head and shoulders and arms. Lass alle überflüssige Energie aus Kopf, Schultern und Armen abfließen. And when you're done and come back up, open your eyes and look around your physical room. Wenn du fertig bist, dann richtest du dich auf, öffnest die Augen, schaust dich in deinem Raum. Notice if your physical room space is looking different to you now. Nimm wahr, ob dein Raum um dich herum jetzt anders aussieht als vorher. What did you notice about your own space and energy now? Was fällt dir auf an deinem eigenen Raum, an deiner Energie? And give yourselves a deep breath. Und gib dir einen tiefen Atemzug. Congratulations. Gratuliere.